So, hallo zusammen. Ich glaube, ihr solltet mich jetzt sehen und hören können. Gebt mir dazu mal ganz kurz bitte Feedback und dann fangen wir eigentlich auch schon direkt an. Ich habe heute das Problem, dass ich natürlich euch im Chat trotzdem antworten möchte, aber das könnte sich teilweise als ein bisschen schwierig herausstellen, weil ich natürlich auch auf meinen Code konzentriert bin. Das heißt, ja, wir werden mal gucken, wie wir das machen, was wir heute machen. Und ja, ach so, ja, genau, das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Ich habe ein ziemliches Delay. Ähm, Genau, aber naja gut, damit kommen wir, denke ich mal, ganz gut klar. So, also wir wollen heute eine Blockchain schreiben und zwar anlässlich des Jubiläums des Community-Projekts. Es gibt jetzt mittlerweile das Community-Projekt und zwar schon seit 2 Jahren. 2 Jahre sind lange und wir haben in der Zeit schon recht viel gemacht. In der Beschreibung unten findet ihr einen Haufen Links dazu. Findet ihr eigentlich so ziemlich alles. Genau. Und ja, wir wollen heute eine Blockchain schreiben in Python. Python ist eine Programmiersprache, für die die es nicht wissen. Es gibt Tutorials dazu auf meinem Kanal und zwar ziemlich viele. Und eine Blockchain ist quasi der Baustein hinter Kryptowährungen, also Bitcoin und so weiter und so fort. Das ist ja im Endeffekt eine Blockchain. So, okay, wir wollen anfangen. Und zwar, ich habe schon eine Kleinigkeit vorbereitet natürlich. Ich habe hier schon mal einen Ordner erstellt. Wow. Und in diesem Ordner befindet sich gar nichts. Und im Endeffekt habe ich ein Git-Repository erstellt. Das nennt sich in dem Fall Python Blockchain Blueprint. Könnt ihr auch drauf zugreifen. Da könnt ihr dann auch nachher den Code finden und einfach alles runterladen, was ihr braucht. Und wir haben hier offen Git Kraken. Git Kraken ist quasi eine visuelle Variante von Git, weil mir die Git-Kommandozeile nicht immer genug ist, beziehungsweise meistens schon, aber ich mag eigentlich Git Kraken ganz gerne. Genau, und ansonsten haben wir eigentlich noch nichts gemacht. Wir haben natürlich alles schon verbunden, damit das ein bisschen flotter geht. Ich denke mal, das ist überhaupt kein Problem. So, und jetzt, warum ist es irgendwie relevant, dass wir eine Blockchain schreiben wollen für das Community-Projekt? Die Blockchain, die wir hier schreiben, wird nicht im Community-Projekt Anwendung finden. Aber was ich damit bezwecken möchte, ist im Endeffekt euch zu zeigen, wie so vielleicht ein Code für eine Blockchain aussehen soll. Jetzt, warum eine Blockchain? Ganz einfach, ich denke, wenn man den Code versteht, dann kann man so viel besser auch verstehen, wie eigentlich so eine Blockchain bzw. eine Kryptowährung funktioniert. Und das ist das eine. Und das andere ist, es ist eine tolle Übung. Das heißt, wenn ihr Bock habt, schreibt einfach mit oder ladet euch den Code runter. Ich werde nicht die komplette Blockchain schreiben, sondern ich werde nur ein Grundgerüst für euch schreiben und das dürft ihr dann erweitern. Das ist so der Plan dahinter. So, genau, Facecam gibt es heute noch nicht. Ich habe aktuell einfach viel zu wenig in meinem Setup drin, aber ich überlege, ob ich das vielleicht mal mache. Mal gucken, ob ich euch damit abschrecken möchte. Aber heute noch nicht, definitiv nicht. Denn ja, das wäre noch mal ein bisschen mehr Setup und alles. Und wie gesagt, ich baue hier gerade auf. Das ist jetzt nicht gerade normal, dass ich einen Livestream mache, aber ich denke mal, so wie es aussieht, habt ihr da auf jeden Fall Bock drauf. Schreibt mir auch gerne später Kommentare, E-Mails auf Discord. Und unten in der Beschreibung sind ein Haufen Discord-Links. Also der eine ist fürs Community-Projekt und der andere ist quasi für den Hauptserver. Da könnt ihr gerne joinen, mir einfach persönliche Nachrichten schreiben und mir Feedback geben. Das wäre sehr erwünscht. Und ansonsten könnt ihr euch da einfach auch mal in den Voice-Channel begeben und euch mit den anderen unterhalten, falls ihr irgendwas nicht versteht oder sowas. Das kann ich nur empfehlen. So, genug Vorgeplänkel. Ich denke mal, bei so einem großen Livestream darf ich mir das erlauben. Jetzt wollen wir anfangen. Und dazu starten wir einfach mal direkt durch. Das brauchen wir eigentlich noch nicht. Wir brauchen die IDE, das ist übrigens PyCharm, sollte eigentlich jedem auch ein Begriff sein gerade. Deswegen habe ich übrigens auch das Level angegeben, 7 von 10, weil ich ein paar grundlegende Kenntnisse in Python voraussetze. So, wir wollen eine Blockchain schreiben, das heißt, wir schreiben uns eine Datei namens blockchain.py. Und diese blockchain.py, die wollen wir natürlich in Git einfügen. So, was wir jetzt hiermit machen, ist, wir wollen in diese Blockchain erstmal reinschreiben. Im Endeffekt ist Blockchain nichts anderes als ein Ort, wo Daten dezentral gespeichert werden können. Ja? Das heißt, wir speichern Daten und die können nachher nicht mehr verändert werden. Das ist das ganze Prinzip hinter Bitcoin, wie wir auch sehen werden. Wir werden objektorientiert arbeiten, sollte eigentlich klar sein. Wir werden trotzdem in Python arbeiten, was dem einen oder anderen vielleicht sauer aufstoßen könnte. Aber ja, ich habe mich dafür entschieden und ich mag Python eigentlich ganz gerne, weil man es quasi wie Pseudocode lesen kann. Das heißt, wir starten einfach direkt mal mit Class Blockchain. Und wir definieren uns den Konstruktor, das heißt der Teil, der uns definiert, wie das Objekt aufgebaut wird. So,
Eine Blockchain besteht aus mehreren Blöcken, deswegen Blockchain. Ja? Sie verknüpft Blöcke. Das heißt, wir sagen hier, wir haben eine Menge an Blocks. Und naja, in Python sind Mengen eigentlich in 99% der Fälle Listen oder Dictionaries. Das heißt, wir benutzen hier eine ganz normale Liste. Und ja, die Liste wird später noch etwas tun. Also das wird nicht leer bleiben, weil unser Konstruktor, der wird da auch naja, was entgegennehmen, sagen wir mal so, beziehungsweise was bauen. Und ja, ich weiß, mein Theme ist nicht gerade das Schönste, aber es ist kontrastreich und so könnt ihr alles sehr gut lesen. Und alle Infos, die ihr mir gerade hier als Fragen schickt, die könnt ihr mal gerne in der Beschreibung rausfinden. Das meiste ist da eigentlich. Genau. So. Und dann können wir eigentlich schon mit der ersten Funktion anfangen. So, wir brauchen einige Funktionen. Wir überlegen jetzt erstmal, was wir an Funktionen brauchen. Und zwar ist das zunächst einmal, wir wollen einen Block einbauen. Das heißt Insert Block. Und natürlich kommt der Block als Parameter rein. Und wir machen hier einen Parse rein, weil wir die noch nicht implementiert haben. Das heißt, also Parse ist im Endeffekt, macht nichts. Ja? Das ist einfach quasi eine leere Funktion. Ansonsten müssten wir einrücken und es würde einen Fehler geben. Und anschließend brauchen wir noch, naja, wir werden gleich noch sehen, was wir sonst noch brauchen. Es sind ein paar komplexere Methoden auch noch dabei, die wir allerdings jetzt noch nicht implementieren wollen. Was wir allerdings schon implementieren wollen, ist eine GetJSON-Funktion. Und diese GetJSON-Funktion, die soll im Endeffekt uns den ganzen Block als JSON zurückgeben. JSON ist im Endeffekt ganz normaler Text, der allerdings so aussieht. Ich mache hier mal kurz ein Beispiel rein, wobei ich zeige euch das direkt hier oben als Kommentar. Wir machen hier einen Parse rein. Ups. Und hier soll dann drin stehen, dass das Ganze zum Beispiel so aussieht. Also ein Block, beziehungsweise die Blockchain an sich besteht ja aus mehreren Blöcken. Und ja, wir haben hier ein JSON-Format, das ist so in etwa Blocks, Doppelpunkt, und dann haben wir hier eine Liste an Blocks, okay? Und diese Blöcke geben wir genauso als Liste wieder hier rein. Das ist im Endeffekt ein Python Dictionary, so ähnlich zumindest. Ja, und da rein kommen dann natürlich die Blöcke auch als JSON formatiert, okay? Also beziehungsweise nicht als JSON, sondern so formatiert, dass man es als JSON interpretieren kann. Also im Endeffekt ein Python Dictionary. Das werden wir gleich noch sehen. Das heißt, hier kommen dann Blöcke 1 bis unendlich rein. Und ja, das machen wir dann später. So, jetzt überlegen wir uns mal, wie wir das Ganze machen können. Wie sieht denn so ein Block aus? Nun, Blöcke können wir auch in eine separate Datei auslagern, denn ja, das sollte man tun, wenn man objektorientiert arbeitet. Wir nennen unsere Datei block.py. Und dieser Block, was braucht denn der alles für Informationen? Nun, ein Block besteht aus Transaktionen im Normalfall. Und diese Transaktionen werden zusammengefasst in diesem Block und dann eben gehasht, sodass man einen festen Wert über alles drüber quasi hat. Also etwas, was am Ende nicht mehr verändert werden kann. Dazu komme ich gleich noch. Und ja, ihr seht, das Ganze, wenn man es aufbaut, ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber je mehr man von dem Projekt aufbaut, desto mehr versteht man auch, wie die ganzen Dinger zusammenarbeiten und wie eigentlich einzelne Klassen auch funktionieren. Weil wir jetzt eben noch nicht alles schreiben können, wenn wir noch nicht die ganzen anderen Klassen haben. Wir wissen aber, für eine Blockchain brauchen wir Blöcke, also machen wir bei der Klasse Block weiter. Okay, unser Init mal wieder. Ein Block muss verkettet sein mit dem Block vorne dran, weil eine Blockchain in etwa so aussieht. Ja? Ich mache das nochmal ganz kurz in der Klasse Blockchain. Die sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier Block 1 und der ist gespeichert in Block 2. Der wiederum ist gespeichert in Block 3 und so weiter und so fort. Und was jetzt passiert, ja, bitte macht das Ganze als Kommentar. Was jetzt hier passiert, wenn wir Block 1 irgendwo ändern, dann haben wir eine Veränderung in dem Hashwert von Block 1. Weil, ja, wenn wir einen Hashwert über etwas bilden, dann ist das quasi eine Zusammenfassung des ganzen Blockes, aber man kann nicht vorher herausfinden, was genau da rauskommt. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Hashwert über die Funktion, einfach einen Hashwert über den String a bilde, dann kommt da irgendwas raus, irgendwie sowas, ja. Und wenn ich jetzt plötzlich aus diesem A ein B mache, dann ist das hier komplett was anderes, ja. Also das heißt, ich kann überhaupt nicht mehr rausfinden, was da eigentlich vorher drin steckte. Und das ist sozusagen das Grundprinzip hinter der Blockchain. Jetzt, wie kann ich das nutzen, damit ich die Blöcke miteinander verknüpfen kann?
Und ja, ich weiß, dass es hin und wieder flackert, das tut mir sehr leid. Das ist einfach OBS auf Linux, das funktioniert nicht ganz so geil. Unter Windows habe ich das Problem nicht, aber entwickeln unter Windows ist leider sehr schwierig. Okay, wie kann ich das jetzt nutzen, um die beiden Blöcke miteinander zu verknüpfen? Nun, ich nehme den Hashwert aus Block 1 und packe den in meinen Block 2 einfach rein. Und das im Block 2 wird einfach gespeichert. Also quasi, ich speichere mir den Hashwert des vorigen Blockes. Und ich habe euch ja gerade gesagt, wenn man einen Teil des Blockes 1 ändert, egal welchen, dann verändert sich der Hashwert. Also verändert sich dann auch das, was im Block 2 gespeichert ist, okay? So, und wenn sich etwas ändert, egal was, auch nur ein kleines bisschen in Block 2, dann ändert sich der Hashwert von Block 2 und das führt dazu, dass sich Block 3 komplett ändert und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann Block 1 nicht mehr ändern, ohne dass ich alle folgenden Blöcke verändere. Das ist quasi das Grundprinzip, warum man eine Blockchain als unveränderlich definiert. Okay, und ja, ich habe noch nicht mal meine Run-Configuration aufgesetzt, das mache ich nachher. So, das heißt, was brauchen wir hier als allererstes? Nun ja, wir brauchen den Hashwert des vorigen Blockes. Ich schreibe hier natürlich wie normalerweise auch Hashwert vom vorigen Block, Hash Previous Block. Dann, was speichert man in Blöcken normalerweise? Naja, man speichert normalerweise Transaktionen, also Transactions. Und was man auch noch hat, ist eine Nonce. Denn wenn man etwas, also wir werden hier heute einen Proof of Work implementieren, also quasi einen Brute Force Algorithmus, so wie er bei Bitcoin auch drin ist, weil das einfach das Einfachste erstmal ist. Man kann danach später ohne Probleme sowas wirklich sehr, sehr gut machen. Das heißt, ihr könnt ja einfach sagen, hey, ich möchte ab sofort Proof of Stake haben, ich code das jetzt da rein. Das ist quasi eure Aufgabe, ja. Und ja, wir schreiben Python 3. Sorry, falls ich das noch nicht erwähnt hatte. Ich weiß nicht, also Python 2 ist halt relativ bald nicht mehr unterstützt, deswegen macht es nicht wirklich Sinn, das zu tun. So, wenn wir etwas brute forcen wollen, das heißt, wir wollen am Ende den Hashwert des Blockes unter einem gewissen Wert haben, okay? Was wir dazu machen müssen, ist, wir müssen eine Nonce finden, also eine Number Only Once, dafür steht Nonce, Number Only Once, ja, müssen wir finden, damit wir am Ende unter einen gewissen Wert kommen, also zum Beispiel unter 0x, also hexadezimal, keine Ahnung, 65 oder sowas, I don't know. Und dazu brauchen wir die Nonce, weil wir natürlich einen gewissen Hashwert finden müssen. So. Okay, was wir also machen ist, wir speichern das in diesem Konstruktor hier rein. Also sagen wir self.transactions, Transactions gleich Transactions. Und wir speichern uns den Hashwert des vorigen Blockes, Hash Previous Block equals oder ist gleich Hash Previous Block. Und dann haben wir noch einen letzten Fall hier, die Nonce. Und die speichern wir uns als Nonce ein. So. Nicht wirklich jetzt besonders, sage ich jetzt mal. Aber jetzt, das ist tatsächlich alles, was dieser Block können muss. Wir müssen im Endeffekt nur Transaktionen einspeichern, den Hashwert berechnen, den Hashwert des vorigen Blockes nehmen und dann müssen wir mit diesem Block irgendwie einen Hashwert brute forcen, ja, mit der Nonce hier im Endeffekt. Dieses brute forcen wird in einer separaten Klasse gemacht, denn das machen wir im Miner im Normalfall. Aber den Block bauen, naja, oder den Block definieren, wie das aussehen soll, das können wir hier drin machen. So, jetzt habe ich schon gesagt, wir brauchen hier den Hashwert des vorigen Blockes und dazu brauchen wir den Hashwert. Okay, das ist irgendwie relativ straightforward. Was wir deswegen tun ist, wir schreiben uns eine Funktion, die nennt sich getHash. Und nein, wir implementieren keine Hash-Funktion selber, das wäre Suizid. Dazu bräuchte ich alleine einen Stream, der mehrere Stunden geht. Da habe ich definitiv keine Lust drauf. Wir sind hier in Python, wir importieren alles. So, wir müssen hier irgendwie unseren Block zusammenfassen als ein Objekt, das man hashen kann, okay? Und das machen wir wieder mal über JSON. Und JSON frisst am liebsten Dictionaries, weil es die quasi 1:1 umstellen kann in JSON-Format. JSON-Format habe ich euch ja jetzt gezeigt, zumindest ganz kurz. Das heißt, wir brauchen eine Funktion, die uns das Dictionary ausspuckt oder das Ganze hier als Dictionary ausspuckt, also im Endeffekt den ganzen Block. Das schreiben wir in Data rein, dann konvertieren wir das Ganze in JSON. Und dazu importieren wir erstmal JSON hier. Das heißt, wir sagen hier Import JSON. Jetzt kommt der erste Import, aber das werden noch mehr, keine Sorge. So, okay, JSON wird gebaut, indem wir einfach sagen JSON.dumps. Ja, da schreiben wir quasi einfach die Daten rein, die wir in JSON-Format haben wollen.
Und damit sind wir quasi schon fertig. Damit wäre der Block dann als JSON-Format. JSON-Format ist erstmal absolut kein Problem. Und wir können das einfach so verarbeiten als Hashwert. Das heißt, wir sagen hier return, also weil wir hier in der getHash-Funktion einen Hashwert zurückgeben wollen, ja, sagen wir return hashing.hash und zwar mit der JSON-Data. So, jetzt Hashing ist auch ein Modul, das wir importieren können. Das macht im Endeffekt alles für uns, was wir wollen. Beziehungsweise das nicht ganz zumindest. Hashing ist möglich über ein Modul, aber das ist ein kleines bisschen noch komplexer, was wir da machen wollen. Also wir wollen quasi das Ganze auslagern in eine separate Datei. Und deswegen sagen wir hier, okay, wir schreiben uns unser eigenes Hashing-Modul. Ja. Ihr kennt wahrscheinlich Hashlib, das werden wir benutzen, um Hashing zu schreiben. Das machen wir aber gleich. Jetzt haben wir hier erstmal nur die Access-Funktion, damit wir quasi uns sagen können, hey, wir hashen das und wie wir das hashen, das lagern wir aus in eine separate Funktion. So, jetzt haben wir hier noch zwei Sachen nicht definiert, die wir eigentlich hier gerne definiert hätten. Und zwar einmal getDict und einmal eben dieses Hashing, von dem ich gerade geredet habe, das wir gleich noch implementieren werden. Okay, zunächst einmal getDict. Das ist eine super einfache Methode. Eigentlich nur so eine Art, konvertiere mir bitte alles in meinem Blog zu einem Dictionary. Eigentlich nicht so komplex, deswegen kann ich hier einfach schreiben Transactions, beziehungsweise Transaction Hashlist. Dazu muss ich auch gleich noch was sagen. Die Transaktionen, die wir in unserem Blog drin haben, die haben auch einen Hashwert. Und diesen Hashwert, den müssen wir uns auch noch bauen. Wir haben Transaktionen später auch als Klasse modelliert, zumindest ist das der Plan. Und diese Transaktionshashes, die wollen wir hier reinschreiben. Wir wollen nicht die komplette Transaktion als JSON speichern, um den Hashwert im Block zu kriegen. Nein, wir wollen einfach nur die Hashes von den Transaktionen verwenden. Das reicht völlig aus, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und ja, deswegen tun wir das, weil es dann einfach auch weniger Daten ist sozusagen. Hat auch noch andere Vorteile, aber das brauchen wir jetzt in dem Stream wahrscheinlich hier nicht. So, also was machen wir? Naja, wir wollen eine Liste befüllen, das heißt, wir brauchen eine Vorschleife. Und zwar, wir haben hier oben eine Liste bekommen, diese Transactions-Liste hier. Die sollte im besten Falle eine Liste an Transaktionen sein. Wie gesagt, Klasse Transaktionen haben wir noch nicht geschrieben, machen wir noch. Aber ja, wir wollen hier einfach durch diese Transaktionen durchiterieren und sie hinzufügen in die Hashliste. Und zwar wollen wir den Hashwert hinzufügen. getHash. So, jetzt haben wir weder die Klasse Transaktion schon fertig oder Transaction, noch haben wir diese getHash-Funktion fertig, aber wie gesagt, das kommt alles noch. Das heißt, hier können wir uns erstmal ein fettes To-Do hinschreiben und eigentlich können wir das da oben auch reinschreiben. Ups, ein Hash-To-Do. So. Und dann brauchen wir hier noch das Hashing-Modul. Das ist auch ein To-Do für uns. Okay. So, jetzt wissen wir, was wir noch alles machen müssen. Ich glaube, das war dann, ja, das ist erstmal hier so das Wichtigste. Das heißt, wir haben am Ende alle Hashwerte in der Transaction Hashlist drin. Also alle Hashwerte von den Transaktionen. Und diese Transaktionen, beziehungsweise diese Transaktionshashes, die sind jetzt natürlich integraler Bestandteil, integraler Bestandteil unseres Blockes, ja. Und was wir deswegen zurückgeben, ist ein Dictionary. Ein Dictionary in Python sieht eigentlich relativ simpel aus. Es ist eine, naja, irgendwas mit geschweiften Klammern hier. Im Endeffekt ein Objekt, ja, was quasi Keys und Values hat. Das heißt, wir haben hier vorne den Key Transaction Hashes. Das ist sozusagen das, worüber wir das identifizieren, was wir da gerade reinspeichern. Und dann sagen wir hier Transaction Hashlist packen wir da einfach rein. Das ist eine Liste, das macht aber dem Dictionary überhaupt nichts aus. Das ist einfach eine Liste aus Strings. Ja? Und ja, das ist eigentlich so ziemlich das, was wir hier drin brauchen. Das heißt, hier müssen wir nicht mehr machen. So. Nächstes Ding ist, was wir auch noch reinspeichern müssen, was natürlich auch wichtig für unseren Block ist. Naja, im Endeffekt das hier. Ne? Das heißt, wir speichern uns den Hash des vorigen Blockes mit dem Key und sagen hier, okay, das wird gemappt auf den Hash Previous Block. Und dann haben wir noch zu guter Letzt die Nonce, die natürlich auf self.nonce gemappt wird. Alles eigentlich kein Hexenwerk. Man muss nur immer im Kopf behalten, was man noch alles zu tun hat. Das heißt, wir haben hier noch eben diese Transaction Hashes,
die wir irgendwie berechnen müssen. Wir haben Hashing und wir haben die Klasse Transactions überhaupt erstmal, die wir auch noch schreiben müssen. Aber das hier ist erstmal unser kompletter Block. Okay? So, jetzt haben wir den Block. Sollen wir jetzt mit den Transactions weitermachen? Ich würde sagen, ja, wir machen zuerst einmal mit den Transactions weiter, bevor wir den ganzen Krypto-Teil machen. Und zwar Hashing ist Krypto-Teil und ja, wir werden sehen, dass wir noch ein fettes Kryptomodul brauchen, das dann alles für uns irgendwie berechnet, denn wir müssen auch noch Transaktionen unterschreiben und so weiter und so fort. Genau, danke fürs Beantworten in den Kommentaren übrigens die ganze Zeit, weil ich ich versuche mitzulesen, so gut ich kann. Aber genau. Das ist relativ viel. Okay, wir schreiben uns jetzt als nächstes mal die Transactions. Transactions sind im Endeffekt die Dinge, die Geldüberweisungen beinhalten, okay? Das heißt, wir haben in Transactions oder in einer Transaction drin, oh, die Klasse sollte eigentlich auch Transaction heißen, nicht Transactions, Plural. Ich würde das gerne refactoren und renamen, Dankeschön, weil wir haben eine Transaktion hier drin und nicht mehrere. Wir haben aber im Block natürlich mehrere Transaktionen, deswegen steht hier Transactions, Plural. Das ist eine Liste aus Transaktionen, okay? So, hier drin definieren wir, wie eine Transaktion aussehen soll. Transaktionen speichern quasi, von wem an wen Geld überwiesen wird oder irgendwas anderes. Ihr könnt das Ganze auch so umschreiben, dass zum Beispiel Chat-Nachrichten über eine Blockchain realisiert werden. Achtung, das kann eine relativ fette Blockchain relativ schnell werden. Ja? Aber, und nein, ihr dürft nicht pip-install Hashing einfach machen. Das ist was anderes. Das Hashing schreiben wir selber. Okay, ich mache es jetzt doch mal ganz kurz. Hashing ist eine Datei, die wir selber schreiben wollen, weil wir da noch mehr machen müssen. Ja? Das ist unsere Datei, die wir hier brauchen, weil hashing.hash, das werden wir nachher als eigene Funktion überschreiben und da machen wir dann was Cooleres damit. Ist einfacher. Okay, aber wir machen trotzdem zuerst Transactions. Oder Transaction. So, wie schon gesagt, wir speichern hier rein, was im Endeffekt an Geld kommt. Ja, oder von wem an wen Geld kommt. Und das machen wir, indem wir hier sagen, wir haben eine Klasse Transaktion oder Transaction, die auch wieder irgendwie initialisiert werden muss. Und zwar nicht nur mit Self, sondern mit sogenannten UTXOs. Jetzt sind UTXOs schon wieder was Neues. UTXO ist ein Unspent Output, okay? So, ihr seht, jetzt fängt das Ganze langsam an komplex zu werden, dass man den Überblick eben noch behalten kann. Und ja, das ist leider nur schwer vermeidbar, aber wir müssen es eben irgendwie tun. Trotzdem, mehrere Unspent Outputs, also mehrere Punkte auf der Blockchain, wo ich Geld empfangen habe, das aber noch nicht wieder ausgegeben habe. Das sind UTXOs, okay? Das heißt, ich bekomme Geld von irgendwoher, völlig egal woher, und ich habe es noch nicht ausgegeben. Das wird nachher auch in einer separaten Klasse definiert, UTXO, ja. Und dann kann ich natürlich Geld überweisen an verschiedene Leute. Das heißt, wir sagen hier, wir haben die Receivers. Aber wir wollen es gleich beim Namen nennen. Wir überweisen kein Geld an Namen oder sowas, sondern wir machen hier Krypto. Wir machen eine Kryptowährung. Also überweisen wir Geld eigentlich an Public Keys. Ich weiß, bei eigentlich so ziemlich jeder Kryptowährung ist der Public Key nochmal irgendwie komprimiert in eine zum Beispiel Bitcoin-Adresse oder sowas. Aber wir machen es uns hier einfach. Wir wollen verstehen, wie sowas funktioniert, indem wir selber coden. Wir wollen es danach auch noch wartbar haben. Und ganz ehrlich, so viel Unterschied macht das jetzt auch nicht hier, okay? Das heißt, wir haben hier Public Keys, an die wir Geld überweisen. Also Receiver Public Keys. Und wir haben, ich nenne es jetzt hier mal Messages. Wir wollen nämlich angeben, wie viel Geld wir an die jeweiligen Public Keys überweisen, okay? Und, achso, noch eine wichtige Sache. Das ist definitiv keine Patentlösung hier. Das ist eine Lösung für dieses Problem. Es gibt sehr, sehr viele Implementierungen für Kryptowährungen. Ihr könnt euch definitiv wahrscheinlich eine bessere Lösung aus den Fingern saugen, als das, was ich jetzt hier tue. Vielleicht finden wir sogar am Ende noch Fehler drin, weil ich einfach auch mal, Fehler produziere. Das soll vorkommen, aber, und zu guter Letzt brauchen wir noch die Unterschrift. Und zwar die Unterschrift von mir, damit ich quasi beweise, dass ich auch dieses Geld aus den UTXOs wirklich besitze. Okay? So, diese
Unterschrift könnt ihr euch folgendermaßen vorstellen. Oder generell, ich erkläre mal ganz kurz, wie dieses asymmetrische Kryptoverfahren funktioniert. Wir haben Geld, also wir bekommen von irgendwoher diesen UTXO, diesen Unspent Output. Das heißt, wir haben Geld zur Verfügung. Und dann unterschreiben wir mit unserem privaten Schlüssel. Also, wie schreibe ich das jetzt auf? Privkey. Wir unterschreiben mit unserem privaten kryptografischen Schlüssel, den nur wir besitzen. Niemand anders hat diesen privaten Schlüssel. Das ist mein Geld. Okay? Dann ist das quasi die Erlaubnis dafür, weil wir bewiesen haben, dass wir das Geld besitzen, dass wir es an andere Leute geben dürfen, weil es ist ja unser Geld. Wir können damit machen, was wir wollen. Also wir überweisen es irgendwo hin. So, und das tun wir an einen Public Key. Und wenn der das Geld wieder ausgeben möchte, dann macht er im Endeffekt genau das. Denn das hier ist im Endeffekt dann ein neues UTXO, ein neuer Unspent Output. Okay, relativ komplexes Verfahren, wie gesagt, deswegen hier die 7 von 10. Aber ich glaube, ihr kommt allmählich rein oder auch mit. Hoffe ich zumindest. So, jetzt haben wir hier einen Haufen Annahmen, die man eigentlich so in dem Code haben muss, damit wir auch davon ausgehen können, dass das hier auch wirklich in Ordnung ist. Also, was wir erstmal machen wollen, ist, wir wollen einige Assertions reinschreiben, damit wir quasi sicherstellen können, dass dieser Code auch das tut, was er tun soll, damit man das nicht irgendwie komisch machen kann. Ja? Das heißt, zunächst einmal brauchen wir Folgendes. Wir haben hier ein is-Instance und ja, ich weiß, man sollte das nicht benutzen, aber als kleine Überprüfung ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Wir wollen, dass diese Public Keys eine Liste sind, damit das Ganze uns nicht irgendwann crasht. Dann wollen wir, is-Instance, dass die Nachrichten eine Liste sind. Okay? Und dann wollen wir, dass quasi für jeden Public Key, also für jeden Empfänger von Geld, den wir hier drin angegeben haben, brauchen wir einen Betrag. Die Messages geben an, wie viel Geld wir sozusagen überweisen wollen. Das heißt, wenn wir sagen, hey, überweis mal, keine Ahnung, Morpheus ein, wie auch immer ihr diese Währung hier nennen wollt, dann brauchen wir hier auch dieses 1 als Message. Okay? Und ja, das ist dann im Endeffekt die Aussage, beide Arrays müssen gleich lang sein. Jetzt kam gerade die Frage auf, ob ich sowas irgendwann mal in Kotlin mache. Ist aktuell nicht geplant. In Kotlin kann ich andere Sachen machen. Kann ich natürlich auch in Python machen, aber ich verstehe, oder ich weiß nicht, ich habe eher so das Bedürfnis, euch jedes Mal was Neues zu zeigen und nicht jedes Mal quasi eine Blockchain zu schreiben. Das ist irgendwie ein bisschen redundant und das ist irgendwie so ein bisschen traurig dann. Okay, was ich aber als Aussage gerade getätigt habe, ist, dass im Endeffekt die Länge der Public Keys dieselbe sein muss wie die Länge der Nachrichten, also die Länge der Messages. Okay? Und was wir auch brauchen, ist natürlich, dass die Länge der Public Keys, genauso wie die Länge der Messages, aber das müssen wir nicht nochmal überprüfen, größer ist als 0. Denn wir brauchen hier auf jeden Fall mindestens einen Empfänger. Wir können nicht an einfach niemanden Geld überweisen. Okay? Das macht nicht wirklich Sinn. So. Und zu guter Letzt, beziehungsweise nein, noch nicht zu guter Letzt, wollen wir auch, dass die UTXOs vom Typ Liste sind und dass wir hier mehr als ein UTXO angegeben haben. Das heißt, ja, vielleicht soll ich das vorne dran schreiben. Die Länge der UTXOs muss auch größer als 0 sein. Denn wenn wir hier kein Geld reintun in diese Überweisung, dann ist es offensichtlich keine gültige Überweisung. So, und dann machen wir nochmal ein paar letzte Assertions. Und zwar für die UTXOs, und zwar für jede einzelne UTXO. Da wollen wir beweisen sozusagen, dass das auch wirklich Geld für diesen jemanden ist, okay? Das heißt quasi, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine, okay? UTXOs, also wir iterieren quasi einmal durch die UTXOs durch und sagen, okay, zunächst einmal wollen wir, also wir asserten mal wieder, ist Instance, das I, also jeder einzelne Unspent Output, wollen wir quasi vom Typen UTXO haben, wobei wir dann natürlich UTXO importieren müssen, was wir noch nicht mal können, weil wir, ja gut, machen wir trotzdem schon mal, aber wir wollen nachher uns eine Datei schreiben, die nennt sich UTXO
Und dort ist eine Klasse drin, die nennt sich dann auch UTXO. Und das soll dann im Endeffekt unsere Funktion sein oder unsere Klasse sein. Und jede einzelne UTXO innerhalb dieser Liste hier soll natürlich von diesem Typ sein. Logisch, oder? Okay, das ist im Endeffekt das erste. Und das zweite, was ein bisschen interessanter ist, wir wollen, dass der Public Key, und ja, wir werden uns im UTXO einen Public Key quasi reinschreiben. Das bedeutet, an wen ist dieses Geld gegangen? Okay? Und wir wollen, dass jeder einzelne UTXO in dieser Liste hier drin an denselben Empfänger ist, nämlich an den, der diese Transaktion gerade in Auftrag gegeben hat, damit wir nicht eine Signatur oder damit wir hier nicht mehr als eine Signatur brauchen, sprich wir brauchen am Ende nicht für jeden UTXO eine Unterschrift, sondern wir brauchen nur einmal eine Unterschrift, okay? Und das ist sozusagen der Trick dahinter. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir wollen, dass das Ding hier, also dass quasi jeder UTXO, jeder Unspent Output denselben Public Key als Empfänger hat. So, es gibt natürlich haufenweise Nachteile, warum man das nicht machen sollte. Ich fand das praktisch irgendwie, weil man dadurch auch ein bisschen Platz in der Blockchain spart. Aber wie gesagt, also ich meine, es gibt so viele Blockchain-Technologien mittlerweile, da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Bedingungen. Achtet darauf übrigens, wir sind hier immer noch in diesem Init. Das heißt, wir haben noch nicht mal angefangen mit dem richtigen Code von einer Transaktion. Aber so können wir wirklich davon ausgehen, dass hier auch nicht mehr so viel schief geht. Und deswegen mache ich das eigentlich ganz gerne so. Gut, jetzt gehen wir mal weiter und speichern uns das alles rein in diese Transaktion. Das heißt, wir sagen, wir speichern uns die UTXOs. Wir speichern uns die Receiver Public Keys. Keys ist gleich Receiver Public Keys. Wir speichern uns die Nachrichten. Self.messages als die Nachrichten rein. Ups, ja, genau so. Und da wurde ein Kommentar zurückgehalten. Das tut mir sehr leid. Das kann hin und wieder mal vorkommen. Und ich versuche das zu ändern. Jetzt muss ich natürlich hier wieder alles aufbauen. So, okay. Also ich brauche definitiv noch einen Bildschirm. Ansonsten funktioniert das nicht. Ich habe schon wirklich mit 2 Bildschirmen sehr große Probleme, hier live zu streamen. Aber ja, ich werde da eine Lösung dafür finden, wenn ich das jetzt häufiger mache. Wenn ihr wollt, dass ich das häufiger mache, dann sagt mir das bitte. Wenn ihr nicht wollt, dass ich das häufiger mache, dann sagt mir das bitte auch, okay? So, gut. Und wir wollen natürlich die Signatur auch reinschreiben. Signature. Okay, wunderbar. So, und zu guter Letzt wollen wir auch noch was weiteres asserten. Und zwar, und jetzt kommt der eigentliche Clou hier hinten dran. Wir haben jetzt hier alles reingespeichert. Wir haben hier oben quasi die Parameter überprüft, die uns der jemand hier in diese Transaktion gepackt hat. Und hier unten wollen wir jetzt überprüfen, dass das Ding auch wirklich valid ist. Das heißt, dass es eine gültige Transaktion ist. Und wie wir das machen, das ist im Endeffekt der große Catch an dieser ganzen Transaktionsklasse hier. Denn wenn wir wissen, dass das eine gültige Transaktion ist, dann, dann haben wir hier eine gültige Transaktion und können damit weiter anfangen, irgendwas zu tun oder können eben mit denen weiterarbeiten. So, nun gibt es hier mehrere Arten von Transaktionen, sage ich jetzt mal. Es gibt die Möglichkeit, ich mache erstmal hier fertig, ja. Wir schreiben uns jetzt hier noch ganz kurz die Standardmethoden hier rein, die wir später. Habt ihr das gehört? Mein Genick knackt hin und wieder mal, das ist ganz witzig. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Stream hört. Okay. Wir brauchen zunächst einmal wir brauchen später eine Funktion, die nennt sich getDictionary. Und vielen Dank für das Feedback. Das ist sehr, sehr angenehm zu lesen und zu hören. Wir brauchen hier zunächst einmal eine getDictionary-Funktion. Diese Funktion soll eine eine Variable, ja, weil wir wollen das Ganze wieder im Endeffekt wie beim Blog auch als Dictionary speichern können und ausgeben können und dann eben weiterarbeiten damit. Und ja, das wollen wir im Endeffekt für die UTXOs natürlich machen, weil die einfach ein wichtiger Bestandteil sind. Wir haben im Endeffekt nur die UTXOs, die Public Keys, die Messages und die Signatur. Und ja, jetzt wollen wir hier im Endeffekt sagen, okay, wir wollen die UTXOs, self.utxos, wollen wir einfach speichern in unser JSON-Array hier, das wir quasi später verwenden werden. Das machen wir mit Append. Warum wird mir das nicht vorgeschlagen? Egal. Und das machen wir auch über eine getDict.
Methode. So, ihr erinnert euch, wir haben hier beim Blog auch für die Transaktion übrigens hier die Hashes uns ausgelesen. Das werden wir jetzt auch gleich noch schreiben. Das hier ist schon mal unser To-Do, das haben wir schon mal. Wunderbar. So, wir schreiben uns unser getDict dann nachher für die UTXOs auch rein. Das ist die Klasse, die wir noch schreiben müssen. Und ja, dann können wir eigentlich auch schon hier alles reinschreiben, was wir wollen. Und zwar können wir, also klar, wir könnten hier auch das Ganze irgendwie umwandeln. Warum wir das nur für die UTXOs machen müssen, ist im Endeffekt, die Public Keys werden am Ende Strings sein. Die Messages werden auch einen primitiven Datentyp haben, genauso wie die Signatur. Das Einzige, was wirklich noch als Klasse hier modelliert wird, sind die UTXOs. Und deswegen müssen wir hier einmal durchgehen und uns da ein schönes Dictionary draus bilden. So, und jetzt können wir hier einfach schon wieder hergehen und sagen Return. Und dann packen wir das auf und sagen, wir haben UTXOs. Und zwar UTXOs in JSON. Und dann haben wir die Receiver Public Keys natürlich, die wir als Self.Receiver Public Keys gespeichert haben. Und dann haben wir die Messages als Self.Messages. So. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier drin haben. Das ist im Endeffekt das Dictionary, mit dem wir später arbeiten werden. Cool. So, jetzt haben wir noch ein paar Funktionen, die wir noch nicht implementiert haben. Eine davon ist die getHash-Methode. Das heißt, ups, Sekunde, ich habe mich gerade vertippt. Das wollte ich nicht. So, einmal die getHash-Methode, die wir hier im Block verwendet haben. Also hier unten haben wir gesagt, wir wollen ganz gerne von den Transaktionen die Hashes haben oder die Hashes generieren und die dann bei uns speichern. Das heißt, wir brauchen hier die Methode getHash. Und ja, die Methode getHash braucht auch nur das Self-Objekt und wird Folgendes tun. Sie gibt einfach auch wieder return hashing.hash. Und zwar zum Hashen braucht man immer ein String-Objekt. Ja? Und dieses String-Objekt, das kriegen wir, indem wir hier einfach sagen, okay, wir wollen quasi unser Dictionary als JSON umwandeln. Das heißt, wir sagen hier, wir brauchen ein getJSON. Das ist eine weitere Funktion, die wir schreiben müssen. Kein Problem, machen wir ganz kurz. getJSON macht nichts weiter. Und ja, wir müssen hier auch wieder Hashing importieren. Ich weiß, Import Hashing. Das wird auch wieder unsere eigene Klasse Hashing hier. Kein Problem. Und wir brauchen JSON wieder. JSON wieder mal. Und nein, damit meine ich nicht den Killer, sondern dieses wunderbare Ding. So, warum das Ding laggt, das liegt an meinem, ja, an OBS auf Linux, das ist ein bisschen schwierig. Ja, ich weiß, dass das Bild flackert, aber es flackert hoffentlich nicht zu arg. Das liegt einfach daran, dass ich, ja, ganz leicht, das geht schon. Das mute ich euch jetzt einfach mal zu. Das liegt daran, dass ich OBS auf Linux habe und Linux kommt mit, oder OBS kommt mit weiß nicht, ob es mein Grafikkartentreiber ist. Ich krieg's auf jeden Fall nicht komplett weg, deswegen streame ich auch normalerweise von Windows, aber entwickeln unter Windows ist halt echt nicht so geil, ne? Deswegen. Okay, wir wollen hier einfach mal ganz kurz das JSON schreiben. Das kennen wir eigentlich auch schon, haben wir auch schon drüben gemacht in der Blockklasse. Das heißt, wir sagen hier einfach JSON.dumps und böllern das Dictionary da rein. Das bedeutet, wir bauen uns hier, also wenn wir uns den Hash hier bauen, ja, das bedeutet, wenn wir uns im Block das Dictionary bauen, ja, dann gehen wir hierher und sagen, hey, Transaktion, bitte gib mir mal kurz deinen Hashwert. Die Funktion sagt dann, okay, ich hashe, ja, was hashe ich denn? Ich hashe das JSON von diesem Block hier. Und das JSON von diesem Block, naja, das wird berechnet auf dem JSON von dem kompletten Dictionary. Und das Dictionary wiederum sagt, hey, ich brauche aber von meinen ganzen UTXOs das Dictionary und möchte hier ganz gerne alles so reinspeichern. Und so ist im Endeffekt die Kette von der Ausführung her. Das ist relativ komplex, aber ja, ich denke, es ist trotzdem noch verkraftbar, dass wir hier quasi einfach einmal immer mehr tiefer gehen oder sowas. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, Hashing bzw. Hashing.hash implementieren wir nachher. Und ja, das ist erstmal so das Wichtigste. So, jetzt brauchen wir allerdings noch eine weitere Sache. Und zwar ist euch vielleicht eine Kleinigkeit aufgefallen, wenn ihr gut aufgepasst habt. Einmal kurz nachdenken, was ist an dieser getDict-Funktion hier seltsam? Und ja, ich lade das Projekt nachher auf Git. Ich glaube, ich habe zu starke Verzögerung, als dass ich euch das machen lassen kann.
Leider, ich weiß nicht warum. YouTube hat das irgendwie ein bisschen seltsam reingepackt. Aber ich habe trotzdem irgendwie über 20 Sekunden Verzögerung. Gut. Ja, es fehlt die Signatur hier. Okay. Und die Signatur habe ich mit Absicht hier rausgelassen. Denn die Signatur ist etwas, das haben wir nicht immer. Ja? Das haben wir nur, wenn diese Transaktion auch wirklich schon unterschrieben wurde. Es gibt allerdings auch den Fall, dass wir diese Transaktion erst noch unterschreiben wollen. Okay? Und das ist hier das große Problem. Das heißt, was wir jetzt hier machen ist, weg damit. Wir brauchen noch eine zweite Funktion, die ich jetzt einfach mal getFullJSON nenne. Und die beinhaltet nachher auch die Signatur. Die Signatur, wie gesagt, die habe ich hier oben nicht wirklich überprüft. Die wird hier einfach nur reingespeichert und dann haben wir hier ein isValid. Okay? Und ja, warum ich weiß, man könnte das sehr viel intelligenter mit Vererbung lösen. Aber ich habe gesagt, das ist jetzt nicht so megamäßig an Vorkenntnissen, dass wir hier auch noch mit Vererbung arbeiten. Ich glaube, so verlange ich euch schon genug ab. Deswegen arbeiten wir jetzt heute hier ohne Vererbung, habe ich mich einfach dafür entschieden. Und ja, machen wir es einfach mal so. Das heißt, wir sagen hier Dictionary. Wir bauen uns erstmal wieder das ganz normale Dictionary da rein. Das heißt über getDict. Und jetzt packen wir einfach noch die Signatur hier rein. Das heißt, wir sagen Dictionary.update. Und hier rein wollen wir jetzt einfach noch einen Wert mehr reinschreiben. Das heißt Signature. Das ist quasi die Signatur oder das wird später der Key für die Signatur. Self.signature. So, überhaupt kein Problem. Jetzt ist es reingespeichert und jetzt geben wir einfach mal wieder das Ganze als JSON zurück. Das heißt JSON.dumps und zwar mit unserem Dictionary. Cool. So, jetzt haben wir die Funktion hier, dass es uns das volle Dictionary gibt und zwar mit Signatur eben auch. Werden wir nachher brauchen. So, jetzt haben wir noch eine krasse Funktion. Das ist die Funktion, die wahrscheinlich das schwerste hier wird in dieser Klasse, und zwar die isValid-Funktion. Die isValid-Funktion überprüft, ob diese Transaktion gültig ist, ja, wie der Name schon sagt. Dazu brauchen wir allerdings eine Kleinigkeit. Und zwar, wir müssen überprüfen, ob die Signatur gültig ist für diese Transaktion hier komplett. Und wie wir das machen? Naja, das lagern wir erstmal richtig schön hart aus, denn wir wollen, wie gesagt, wir sind erstmal hier faul und machen es uns so einfach wie möglich und dann machen wir nachher den komplexen Teil in einer separaten Datei oder Klasse, sodass wir das möglichst schnell finden, falls wir einen Fehler bauen zum Beispiel. Okay, das heißt, wir sagen hier Signature Valid ist gleich. So, und jetzt importieren wir hier einfach mal unser eigenes Modul wieder, Krypto. Punkt. Fertig. Und dieses Krypto ist nachher auch wieder von uns selber geschrieben. Das heißt, bitte nicht drauf warten oder bitte nicht schauen, warum ihr Krypto nicht habt. Das werden wir uns selber schreiben, ähnlich wie Hashing. Und in Krypto werden wir den ganzen Kryptokram reinmachen. Das heißt, Public Keys, Private Keys und so weiter und so fort. Und ja, das heißt, wir können jetzt einfach weitermachen, indem wir sagen Krypto. Und hier gibt es später eine Funktion drin, die heißt Verify. Die überprüft einfach, ob die Unterschrift sozusagen gültig ist. Gut. Jetzt, wie können wir überprüfen, ob eine Unterschrift gültig ist? Naja, was brauchen wir alles an Parametern? Wir brauchen erstmal den Public Key. Also für welchen Public Key soll diese ganze Transaktion denn gültig sein? Wer überweist gerade Geld an wen? Ja? Das hier überprüft gerade das Wer überweist. Also den ersten Teil dieses Wer. Nun, wer überweist gerade Geld? Das ist relativ einfach. Und zwar UTXOs von 0. Public Key. Denn wir haben ja gesagt, jeder einzelne Public Key muss, also jede UTXO, jeder Unspent Output muss denselben Public Key als Empfänger beinhalten. Okay? Und deswegen haben wir eigentlich hier die Möglichkeit zu sagen, ja, wir brauchen eigentlich nur einen Public Key und das ist der hier. So. Und als nächstes brauchen wir natürlich die Unterschrift, die wir überprüfen wollen. Logisch, oder? Weil wir quasi überprüfen wollen, ob diese Unterschrift geht oder ob das jetzt nicht funktioniert. Und am Ende brauchen wir noch den Hashwert. Das heißt, wir unterschreiben am Ende diese Signatur hier, diese Signature, wir unterschreiben die nicht mit einfach nur nichts, ja? Oder wir unterschreiben nicht den kompletten Teil hier. Also wir unterschreiben nicht die UTXOs, die Receiver, Public Keys und so weiter und so fort. Nein, wir unterschreiben einfach nur den Hashwert. Das ist im Endeffekt das Einfachste für uns. Und das heißt, wir holen uns hier einfach auch mal den Hashwert von uns selber raus. So.
Und unser Kryptomodul verifiziert dann, dass das alles so funktioniert. Das müssen wir natürlich selber noch schreiben, das kommt aber später. So, jetzt, nächster Schritt ist, wir geben an, wir müssen überprüfen, ob die Menge richtig ist. Das heißt, wir müssen überprüfen, in den UTXOs kommt Geld zusammen. Und dieses Geld wird wieder verteilt an die Receiver Public Keys. Jetzt wollen wir das Ganze allerdings so haben, dass wir natürlich genug Geld ausgeben. Also das heißt, wir können nicht sagen, ich gebe eine Coin aus und ich überweise aber 5 Coins an irgendwen. Ja, das können wir nicht machen. Das ist einfach nur faktisch Diebstahl oder Erzeugen von Geld aus dem Moment. Kleiner Mindfuck. Das ist im Endeffekt genau das, was unsere Regierung die ganze Zeit tut, wenn sie Geld druckt. Okay, wir können doch, wir tun es aber nicht, weil es schlecht für die Währung ist. Ja? Wenn ihr eine inflationäre Währung haben wollt, die definitiv auf Angriffe aus ist, dann bitteschön, macht das, wie ihr wollt. Aber in unserer Währung wird sowas nicht erlaubt sein. Und zwar sagen wir hier deswegen einfach mal die Message in self.messages. Da drin steht quasi, wie viel Geld überwiesen wird. Ja? Das summieren wir einfach alles auf. Also das heißt, wir summieren quasi das ganze Geld aus den ganzen Nachrichten auf, weil wir an mehrere Leute Geld überweisen können. Und wir müssen das quasi einfach mal aufsummieren. Logisch. So, spend plus die Message. Wir speichern nachher das Geld quasi als Integer in diese Messages rein. Und jetzt müssen wir noch aufsummieren, wie viel wir eigentlich reingesteckt haben in diese Überweisung. Das heißt, wie viel Geld eigentlich in unseren UTXOs lagert. Und das machen wir, indem wir hier die Balance erstmal auf 0 setzen und dann aufsummieren wieder mal. Eigentlich relativ simpel. Wir summieren eigentlich bloß auf. Und zwar die UTXOs. Und zwar sagen wir dann, die Balance wird erhöht. Und nein, es gibt kein Plus gleich in Python. Plus UTXO.message. So, cool. Und jetzt können wir relativ einfach überprüfen, ob das Ganze auch wirklich genug ist. Das heißt, wir haben hier Amount, beziehungsweise Amount Enough, nenne ich jetzt einfach mal. Das ist ein Boolean. Und den setze ich auf Balance. Ist dasselbe wie Spend. Ja? Das heißt, wir sagen nicht nur, wir müssen mehr oder gleich viel ausgeben. Also bei Bitcoin ist es ja so, wenn ihr 5 Bitcoin ausgebt, also quasi 5 Bitcoin in euren UTXOs drin stehen habt und nur eine Bitcoin an jemand anders überweist, dann sind die restlichen 4 Bitcoin einfach die Transaktionsfees, ja, also die Kosten dafür oder das Geld, das der Miner dann am Ende kriegt. Das machen wir hier nicht, das wäre dann ein größer gleich. Und wir müssten mit den Fees umgehen, das machen wir hier nicht. Wir sagen, man muss gleich viel reingeben, wie man ausgibt, ansonsten ist das Ding ungültig, okay? Und das hier ist jetzt im Endeffekt entweder true oder false, das heißt, wir speichern hier in Amount Enough. Gibt es wirklich mittlerweile ein Plus gleich? Früher gab es das nicht. Verdammt, okay, cool. Dann, ja gut, dann könnt ihr es anders schreiben. Ist mir egal. Früher gab es nicht. Das weiß ich noch. Gut, und dann können wir hier einfach sagen, return signature valid. Das heißt, die Signatur muss natürlich gültig sein. Hier kommt natürlich auch ein True oder False raus aus unserem Crypto Verify. Und es gibt also das müssen beide quasi true sein, ansonsten gibt die isValid-Funktion einfach ein False zurück. So, das heißt, wir müssen genug Geld reingeben und genau richtig viel Geld reingeben und wir müssen überprüfen, ob die Signatur gültig ist. Cool. So, jetzt haben wir eigentlich unsere Transaction-Klasse hier erstmal fertig. Das war ein großer Brocken, allerdings will ich jetzt noch kurz eine weitere Transaction-Klasse reinschreiben und zwar ist die relativ simpel, weil das im Endeffekt die Transaktionsklasse ist, die man noch unterschreiben kann. Das heißt, das ist jetzt natürlich hier erstmal das fertige Objekt hier, das wir dann am Ende dem Miner geben, der dann damit irgendwie einen Block findet und so weiter, das schreiben wir noch. Aber wenn wir das Ganze jetzt selber unterschreiben wollen, dann haben wir natürlich ein Problem, weil wir können nicht schon die Signature direkt im Konstruktor angeben. Sprich, was wir hier tun, ist, wir schreiben uns einfach noch eine Class, und zwar unsigned transaction. Und ja, dieses Mal bleiben wir in derselben Klasse hier drin, weil die Imports, oder in derselben Datei, weil die Imports im Endeffekt dasselbe sind und weil wir hier fast das genau selbe tun. Das heißt, was ich jetzt tue, ist, ich kopiere mir das hier erstmal alles. Und ja, ich weiß, Copy-Paste ist furchtbares Verbrechen. Sollte man auf gar keinen Fall machen, außer wenn es exakt derselbe Code ist. Und das ist es in dem Fall quasi. So, okay. Jetzt müssen wir hier oben natürlich die Signatur raushauen, denn das ist genau das, was wir raushaben wollen.
Das hier ist immer noch eine Liste, das hier ist immer noch eine Liste, das hier ist immer noch gleich lang, das muss trotzdem alles stimmen. Das hier muss eine Liste sein, das hier muss auch alles so bleiben. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist das hier muss raus. Und es wird nicht überprüft, ob das Ding valid ist. Das heißt, das fällt auch einfach raus. Deswegen brauchen wir hier auch die isValid-Funktion nicht. Wir brauchen immer noch die getDictionary-Funktion. Wie gesagt, ich mache das jetzt extra einfach, damit wir hier keine Vererbung brauchen, okay? Wenn ihr was üben wollt, dann schreibt das um als Vererbung. Das ist eure Hausaufgabe, eine von vielen. Und ja, ich verstehe deinen Ausruf, aber wie schon gesagt, schreibt das um als Vererbungsgeschichte. Was wir hier jetzt noch brauchen, ist eine Funktion, die uns das Ganze signiert. DevSign, okay? So, zum Signieren brauchen wir den Private Key. Bam, bam, wer hätte es gedacht? Der Private Key wird später generiert werden, genauso wie der Public Key, und mit denen werden wir dann arbeiten. Und wir schützen unsere Private Keys mit einem Passwort. Damit man quasi nicht nur den Private Key hat, sondern der Private Key ist quasi nochmal verschlüsselt, okay? Das ist das Coole daran. So, und jetzt können wir hier sagen, return crypto.sign. Crypto ist wieder mal unser Modul, das wir später verwenden werden. Und jetzt lass mich ganz kurz ein paar Schlücke meines Tees nehmen. Der wird nämlich A erstmal kalt und B bin ich quasi am Trocknen. Und nein, ich trinke keinen Kaffee mehr um diese Uhrzeit, sonst kann ich nachher nicht schlafen. Tatsächlich hat Koffein noch einen Effekt auf mich. Wer hätte es gedacht, ne? Und nein, ich bin auch kein Faker, das ist kein Schwarztee. Das ist ganz normaler Früchtetee. Okay. So. Und nachher machen wir auch noch eine Pause rein. Ich brauche, glaube ich, mal ein bisschen Pause danach. So. Wir wollen hier natürlich den Privkey reinpacken. Wir wollen das Passwort reinpacken. Das macht dann alles unser Security-Modul oder unser Krypto-Modul für uns. Und dann sagen wir hier, wir brauchen natürlich den Hashwert noch, den wir signieren wollen. Also das ist quasi das, was wir signieren wollen. Und mit dem, was wir dann haben, bauen wir uns eine normale Transaktion. Okay? So. Jetzt gibt es noch eine weitere Klasse von Transaktionen und die müssen nicht unterschrieben werden. Und die Rede hier ist von sogenannten Coinbase-Transaktionen. Coinbase-Transaktionen sind das, wo Miner wirklich Geld bekommen. Das heißt, in einer Coinbase-Transaktion steht drin, hier wird Geld aus dem Nichts generiert und an den Miner überwiesen. Okay? Das heißt, wenn ich mine, kriege ich für jeden Block, den ich finde, eine Coinbase-Transaktion. Und ich kann festlegen, wie viel Geld durch diese Coinbase-Transaktion hier zum Miner fließt. Mal gucken, auf wie viel wir das einfach hier setzen. So, Class Coinbase. Was wir deswegen also nicht brauchen, ist, wir brauchen keine Unterschriften, wir brauchen kein Kryptomodul, wir brauchen eigentlich relativ wenig. Wir brauchen quasi nur einen Empfänger von diesem Geld, Receiver, derjenige nämlich, der den Block gefunden hat. So, und dann haben wir hier einmal Receiver, Public Keys, damit wir kompatibel bleiben mit den anderen Transaktionsklassen. Und ja, ich weiß, auch das ist wieder viel, viel geiler mit Vererbung, aber das ist, wie gesagt, eure Hausaufgabe. Und wir schreiben hier den Receiver rein. Dann sagen wir hier self.messages. Messages ist gleich und nur eine einzige Message, nämlich wir wollen 50 Coins überweisen. Das kann man auch gerne auslagern in eine Konfigurationsklasse oder Datei, aber ja, in unserem Fall machen wir es uns so einfach wie möglich, da wir heute auch noch irgendwann fertig werden wollen. Und wie gesagt, wir haben auch noch echt einiges vor uns, also kein Stress, wir sind noch lange nicht fertig. Aber ja, gut. So, was wir jetzt machen ist, wir wollen einmal natürlich den Hash haben, denn wir brauchen dieses Hashen hier zum Beispiel für alle möglichen Funktionen. Das heißt, wir brauchen diese Funktion hier auch irgendwo. Genau, das heißt, wir geben hier den Hashwert zurück. Hashing, .hash. Und zwar, was geben wir rein? Wir geben direkt das JSON rein. JSON.dumps. So, hier packen wir einfach direkt alles rein, was wir wollen. Wobei, Sekunde, wir könnten das auch einfach auslagern. Wir lagern das alles aus. Und zwar sagen wir self.getDict. Ich glaube, das brauchen wir nachher sowieso noch. Self.getDict. So, das ist unsere Hash-Funktion. Def is valid. Die brauchen wir vielleicht auch noch, weil das ist ja immerhin eine Transaktion. Ja. Die gibt einfach mal true zurück in unserem Fall.
Und zu guter Letzt brauchen wir noch ein def getDict. GetDict. Das bauen wir uns zusammen. Eigentlich kann ich das direkt zurückgeben. Return die Receiver Public Keys. Okay. Werden definiert als self.receiver Public Keys. Und die Messages werden definiert als self.messages. So. Gut, und zu guter Letzt, die allerletzte Funktion hier wieder mal die Standard-GetJSON-Funktion, die wir einfach nur brauchen, damit wir es austauschen können. Übrigens, die GetJSON-Funktion ist auch unfassbar wertvoll, wenn ihr irgendwann mal das Networking implementiert. Das Networking werden wir heute nicht implementieren, weil das einfach den kompletten Rahmen sprengt. Ich will euch eigentlich den Krypto-Teil hauptsächlich zeigen. Und das Networking ist dann quasi eure Hausaufgabe. Zumindest, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann dürft ihr mir auch gerne irgendwie einen Pull-Request oder sowas, wobei ich weiß nicht, ob wir das machen können, dass ich jeden von euch den Pull-Request beantworte. Das geht natürlich nicht. Aber ja, das ist trotzdem eine super Übung. Okay, aber was wir hier tun ist, wir wollen, eigentlich hätte ich hier auch noch besser self.get JSON verwenden können. Im Endeffekt ist das wieder das, was wir die ganze Zeit machen. Der Hash-Wert wird aus dem JSON gebildet, das JSON wird aus dem Dictionary gebildet und das Dictionary wird hier rausgebildet. So ist besser. Okay. So, und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir in der Coinbase-Klasse brauchen. Da wird einfach Geld aus dem Nichts generiert. Wir haben jetzt also 3 Klassen, 3 verschiedene Transaktionen. Einmal diese Coinbase-Transaktion, die von den Minern nur erstellt werden darf. Das ist eine Transaktion, die wird da einfach in den Block reingepackt und dann bekommt der Miner einfach Geld aus dem Nichts. Ja? Dann haben wir hier die normale Unsigned Transaction. Das ist, wenn ihr Geld überweisen wollt an jemanden. Dann müsst ihr zunächst mal eine Unsigned Transaction bauen und die dann signieren. Daraus bekommt ihr dann eine Unterschrift quasi und mit dieser Unterschrift könnt ihr dann eine Signed Transaction oder auch eine ganz normale Transaction bauen. Und diese normalen Transactions, die sind sozusagen diejenigen Transaktionen, die man später im Block findet. Und im Block, die Blöcke hängen wir einfach aneinander in der Blockchain. Okay? Das ist jetzt erstmal so das grundlegende Modul. Oder so, wie es eigentlich aussehen soll. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal, wir sind schon eine Stunde dabei, machen wir erstmal 5 Minuten Pause. Ich brauche ein bisschen was zu trinken und ihr könnt euch auch einen Kaffee holen oder Tee oder whatever. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Wir machen einfach direkt weiter, würde ich vorschlagen. Und zwar ohne große Umschweife. Wir haben also die Transaktion hier fertig. Jetzt können wir mal wieder in unseren Blog gucken. Da ist jetzt eigentlich nichts mehr offen. Ja? Das heißt, wir haben hier eigentlich dieses To-Do erledigt. Und ja gut, dieses Hashing.hash müssen wir noch machen. Den ganzen Kryptokram müssen wir noch machen. Und bei Transaction sind wir eigentlich auch soweit durch. Nur, dass wir hier natürlich noch die UTXOs implementieren müssen, logischerweise. Und dann haben wir eigentlich auch schon wieder hier so ziemlich alles, was wir brauchen. Gut, jetzt fangen wir doch einfach mal an mit den UTXOs. Ja? Wir bauen uns UTXOs, indem wir hier, erstmal bauen wir uns eine neue Klasse, damit wir alles haben. Und zwar eine Datei, die nennt sich UTXO. Sorry fürs Erschrecken. War so nicht beabsichtigt. Okay. Wir haben hier eine UTXO-Klasse. UTXO. Und ich verrate euch jetzt schon mal, wir werden natürlich wieder unser Hashing-Modul brauchen und wir werden natürlich wieder mal JSON brauchen. Das ist ganz klar. Da kommen wir quasi nicht drum rum. Und die UTXO-Klasse ist eigentlich relativ simpel. Wie wir sie nachher verwenden, das wird der komplexere Part. Aber das werden wir noch sehen. So, eine UTXO besteht, wie schon gesagt, aus einem Transaktions-Hash-Wert, okay, aus einem Public Key und aus einer Nachricht, die im Endeffekt beinhaltet, wie viel Geld da drin ist. So, und wenn wir das wissen, naja, dann speichern wir das einfach mal alles hier rein. Das heißt, self.transaction ist gleich, self.transaction hash, ist gleich transaction hash. Cellö.public key. Public key ist gleich public key. Und das letzte ist natürlich die Message, die wir hier reinspeichern wollen, als Message, beziehungsweise die Message. Cool. Dann haben wir eigentlich, und ja, wegen der Frage, ihr versteht, wie das Ganze mit Blockchains und Mining funktioniert, das ist genau das, was ich euch heute auch nochmal erklären möchte, weil es eigentlich gar nicht so schwer ist. Wenn man nachher den Code einigermaßen verstanden hat, dann ist es super easy. Dann versteht man automatisch, wie eigentlich Mining funktioniert. Das ist eigentlich echt nicht so kompliziert. So, im Endeffekt haben wir hier wieder die ganz normalen Funktionen drin. Und zwar einmal getDictionary und dann haben wir natürlich noch die getHash-Methode, die wir auch noch reinbauen werden. Einmal den Transaction Hash als self.transaction hash, dann den Public Key als self.public key. Und ihr seht, das hier ist eigentlich wirklich nur Abschreiben, also das ist nicht wirklich irgendwas Komplexes. Aber es sind halt Funktionen, die wir brauchen. Das heißt, wir brauchen irgendwann später das Ganze als Dictionary. Wir brauchen es als Hashwert oder wir brauchen den Hashwert davon, denn wir haben ja hier schon gesagt, wir brauchen den Hashwert der UTXOs zum das Dictionary bauen. Beziehungsweise hier sagen wir, wir brauchen den Dictionary-Wert, um später den Hashwert von der Transaktion zu bauen. Ja? UTXO hier. So, und als allerletztes brauchen wir hier noch die getHash-Funktion, die natürlich wie immer funktioniert. Return Hashing. Punkt. Eigentlich hätte ich das Ganze auch über Objektorientierung sehr viel intelligenter und sehr viel angenehmer lösen können. Genauso mit wobei getJSON vielleicht nicht unbedingt. Aber doch, getJSON hätte ich auch machen können. Ne? Einfach nur die getDict-Methode überall implementieren und schon hätten wir das alles. Aber sei es drum, haben wir nicht gemacht. So haben wir weniger Abhängigkeiten. So ist vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Könnt ihr aber trotzdem sehr gerne machen, wenn ihr es nachcodet. Okay, cool. So, das ist eigentlich auch schon alles, was wir bei UTXO brauchen. Ja, Transaktionshash, Public Key, Message, perfekt. Super. So funktionieren UTXOs. Jetzt haben wir das auch hier schon fertig quasi. Das heißt, wir können hier mit den UTXOs arbeiten. Super. Was wir jetzt allerdings noch nicht ganz fertig haben, ist, ich weiß nicht, wie weit wir mit der Blockklasse, doch, die Blockklasse war auch schon fertig. Die Blockchain-Klasse war natürlich noch lange nicht fertig. Ebenso wie, und ja, wir brauchen jetzt dann demnächst die Kryptomodule. Kryptomodule sind das, was ich jetzt noch machen möchte, ganz kurz. Und dann verknüpfen wir alles, sodass wir das Ganze mal benutzen können. Wie gesagt, wir werden heute nichts mit Networking machen, das ist eure Aufgabe. Das ist sozusagen der Teil, der, ich glaube, am meisten Spaß machen könnte. Aber gut, mir macht der Krypto-Teil natürlich fast noch mehr Spaß. Muss ich leider zugeben. Okay, wir fangen an mit der Hashing-Klasse.
Eigentlich relativ simpel. Weil, ja, wir haben sie schon offen, deswegen machen wir es doch einfach mal. Und zwar, man importiert normalerweise nicht Hashing, sondern Hashlib. Hashlib ist im Endeffekt für uns da, damit wir einfach irgendeinen Hashwert bauen können oder benutzen können. Und wir werden noch Codex verwenden, okay? So. Und ja, dann brauchen wir natürlich hier, überall sagen wir brauchen Hashing. Wo habe ich es gemacht? Hashing.hash. Das ist natürlich erstmal keine Funktion bisher. Deswegen müssen wir uns die Funktion selber schreiben. Und diese Funktion soll einen String nehmen. So haben wir sie hier überall verwendet. Wir sagen hier, wir wollen die JSON-Daten da reinstecken. Und die JSON-Daten sind ein String. Und ja, deswegen brauchen wir hier einen String. Nun ist es allerdings so, dass die Hash-Funktionen normalerweise keinen String verwenden, sondern mit Binärdaten arbeiten. Und hier in dieser Datei passiert das Umrechnen von eben diesen String-Daten in diese Binärdaten und dann eben die Ausgabe auch wieder in String-Daten. Das ist relativ elegant, weil wir eben so nicht Hashlib jedes Mal benutzen müssen und nicht auf diese rohen Funktionen zum Hashen zurückgreifen müssen, sondern wir können hier einfach hashing.hash verwenden und hier drin passiert die ganze Hash-Magie. So, wir werden SHA-3 benutzen. Das ist jetzt nicht der beste Algorithmus, wenn man irgendwas mit Proof of Work macht, weil SHA-3 natürlich immer noch sehr schnell ist. Das heißt, man läuft Gefahr, dass das Ganze auf Grafikkarten läuft und so weiter und so fort. Man könnte jetzt so Sachen wie S-Script nehmen oder. Aber das Tolle hieran ist, ihr könnt euch einfach frei aussuchen, was ihr hier reinschreibt. Das ist quasi eure Wahl sozusagen. Okay. Das heißt, wir sagen hier SHA-3 256, dann sagen wir SHA.update und wir wollen string.encode aufrufen. String.encode baut uns sozusagen aus unserem String, also aus diesem String hier, aus diesem String generieren wir uns die Binärdaten und zwar als UTF-8. UTF-8 ist eine Codierung. Wenn ihr diese Codierung hier angebt, dann heißt das, hey, ihr könnt diese String-Daten einfach in binär konvertieren und dann damit weiterarbeiten. Und dann geben wir eigentlich schon direkt das Gehashte zurück. Allow Flipping habe ich ausgeschaltet. Nur zum Sagen. Das hilft auch nicht gegen die Grafikbugs. Aber ich kümmere mich bis nächstes Mal nochmal drum. Ja, schade eigentlich. Aber gut. Vielleicht streame ich dann auch nächstes Mal wieder von Windows aus. Was eigentlich echt kein Spaß ist, aber nun gut. Okay. Und ja, dann haben wir hier SHA.digest, um uns aus diesem SHA-Algorithmus quasi den Hashwert rauszupacken. Also quasi diesen String hier gehasht, kriegen wir über SHA.digest. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich wieder zurück umwandeln in etwas Lesbares. Und naja, da hier wirklich hässlichste Binärdaten rauskommen, also aus dem SHA.digest oder SHA.digest, müssen wir, also ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, UTF-8 erlaubt zum Beispiel Zeichen wie Ä, Ö, Ü, Scharfes, überhaupt kein Problem, ja. Aber es gibt Zeichen, die sind nicht abgedeckt, also die haben quasi kein Äquivalent auf eurer Tastatur. Das heißt, wir können nicht einfach wieder von dem Binärzeugs, was hier einfach, das wollte ich nicht, so, von dem Binärzeugs, das euch aus SHA.digest ausgespuckt wird, können wir nicht einfach wieder einen normalen String bauen, sondern wir müssen das Ganze als Base64 machen. Base64 ist quasi eine Schreibweise, um solchen Binärcode darzustellen in lesbaren Zeichen. Besteht dann eben aus hexadezimalen Zeichen, aber ist trotzdem eben ein String. Beziehungsweise noch ist es kein String, aber wir bauen es uns wieder als String, indem wir .decode aufrufen. Das Codex-Modul hier baut euch quasi das Base64 daraus, aus dem, was ihr hier vorne angebt, aus den Binärdaten, die ihr hier vorne dran angebt. Und das .decode macht aus dem, was Codex ausspuckt, wieder einen lesbaren String für euch. Und das heißt, unser Eingabewert in Hash ist ein String, unser Ausgabewert in Hash ist auch ein String. So, jetzt verrate ich noch eine Kleinigkeit. Wir werden das später auch nochmal brauchen, dass wir hier den String sozusagen in hexadezimal umwandeln, also einfach nur einen ganz normalen String. Das werden wir noch brauchen. Deswegen schreiben wir uns hier direkt mal eine String-to-Hex-Funktion auf und packen einen String da rein und geben einfach, es ist quasi dasselbe, codex.encode.
So. Und jetzt sagen wir hier string.encode. Wir wollen quasi unseren String als UTF-8 darstellen. Also das ist als binär. Das formatiert mir quasi meinen String in binäre Daten um. Dann sagen wir, hey, wir wollen aber, dass unsere binäre Daten als hexadezimal angezeigt werden. Hexcodec. Und dann sagen wir, okay, codex.encode baut uns das Ganze als hexadezimal um. Aber es ist immer noch in binären Daten, also das heißt kein richtiger, ordentlicher String. Das heißt, wir müssen hier einfach noch einen Punkt Decode aufrufen und schon haben wir wieder einen ganz gewöhnlichen String. Und das ist im Endeffekt das Hashing-Modul. Mehr brauchen wir hier drin nicht. Das heißt, wir können das eigentlich auch schon wieder zumachen. So. Nächster Schritt ist, wir wollen natürlich Krypto machen. Und Krypto machen wir am besten in unserer Datei Krypto, die wir noch nicht mal fertig haben. Wir haben hier oben haben wir allerdings Krypto importiert und ja, wir werden sie auch benutzen, indem wir hier einfach eine neue Datei generieren, die nennt sich Krypto. So, jetzt warne ich euch ein kleines bisschen vor, hier wird es spaßig. Und ja, wir brauchen hier auch einige Sachen, das heißt, wir brauchen erstmal das Modul Cryptography, ja, man spricht das eigentlich ganz komisch aus, aber ja, könnt ihr auch gerne einfach mal über pip installieren. From Cryptography. Natürlich keine Suggestions. Okay, cool. Dann gibt es hier Hazmat als Untermodul sozusagen. Das ist das, was wir verwenden werden. Punkt Backends brauchen wir am Ende das Default Backend. Das sind jetzt erstmal so die Dinge, die ich leider erstmal nicht erklären kann, sondern die kommen nach und nach. Zeige ich euch, wofür wir die Dinger brauchen. Aber eigentlich könnte ich hier schon mal Copy-Paste reinpacken. Ah, ja, okay. So. Okay, dann brauchen wir aus Primitives, oder? Ja, brauchen wir die warum wird mir das nicht vorgeschlagen? Serialization. Ups, ja, mit Ö wird sicher nicht geschrieben. Serialization, da lag der Finger falsch. Und wir brauchen Hashes. Und ja, das sind andere Hashes als die wir normalerweise verwenden. Und dann brauchen wir noch aus Primitives Asymmetric. Ja, wieder mal lag der Finger falsch. Asymmetric. Das sollte ich nicht falsch schreiben. Und wenn ich keine Vorschläge bekomme, dann ist es ein bisschen kompliziert. RSA und Padding. Wir wollen also mit RSA unsere Unterschriften, ja, eigentlich alles machen, okay? Und wir brauchen aber ein Padding dazu, wir brauchen Serialisierung dazu, damit wir das Ganze auch weitergeben können, speichern können und so weiter und so fort. Wir wollen Hashes generieren können und wir brauchen das Backend, damit wir quasi hier rechnen können. So, dann brauchen wir noch eine Kleinigkeit und zwar from cryptography.exceptions importieren wir uns die Invalid Signature Exception, ohne Exception hinten dran. Und wir brauchen auch hier wieder Codex und wir brauchen OS. So, okay, cool. Jetzt haben wir eigentlich so ziemlich alles, was wir hier brauchen. Und jedes Mal, wenn ich okay, cool sage, dann geht mein Handy an und denkt, ich spreche jetzt gerade mit Google. Ich hatte eigentlich mal vor, das auszustellen. Ich habe es bisher aber immer verschlafen. Naja, gut. So, okay. Jetzt habe ich euch schon vorher gesagt, was alles so ansteht. Wir wollen hier das Ganze mit einem Passwort schützen. Also das heißt, ich habe euch schon, wo habe ich das gezeigt? Bei der Transaktion, wenn wir das Ganze unterschreiben, dann haben wir nicht nur den Private Key, sondern wir haben ein Passwort für den Private Key. Und wir haben einen Public Key, mit dem wir dann quasi Geld empfangen können. Und ja, Problem ist, in der Kryptowelt sind Dinge selten als Strings. Ja? Das sind normalerweise einfach unfassbar riesige Zahlen, sprich binäre Daten. Okay? Und deswegen müssen wir hier noch einige Schritte drumherum machen. Aber wir werden uns das genauer angucken, das machen wir gleich, das ist kein Problem. Jetzt bauen wir erstmal uns das Passwort und wir wollen natürlich ein kryptografisch sicheres Passwort, deswegen haben wir OS importiert. Und das heißt, wir sagen hier Generate Password. Und nein, wir lassen nicht den Nutzer das Passwort wählen, denn dieses Passwort ist meistens unfassbar unsicher. Okay, wir sagen random, wir nennen das Ding einfach mal randomness, ist gleich os.urandom. Das ist die Funktion, die ihr aufrufen könnt, wenn ihr wirklich
zufällige Daten haben wollt. Also man mag sich drüber streiten, ob es echten Zufall gibt. Okay, ich will jetzt hier nicht in philosophische Diskussionen abdriften, aber os.urandom ist die Funktion, die auf den Zufallsspeicher eures Systems zugreift. Und der ist absolut nicht vorhersagbar. Wenn ihr einfach nur das Modul random verwendet, dann ist das leider kryptografisch gesehen nicht sicher. Das heißt, man kann es zumindest grob vorhersagen. Das geht bei os.urandom nicht. Und wir wollen 128 Bit an Randomness haben. Das ist dann quasi die Entropie. Und das wollen wir zurückgeben. Also das heißt, das ist quasi 128 mal 0 oder 1, die wir hier ausgeben wollen in so gut echtem Zufall, wie es nur irgendwie geht. Und dann sagen wir hier, okay, Passwörter schön und gut, aber wir müssen Passwörter leider lesen können. Können wir trotzdem machen, alles kein Problem. Wir codieren das Ganze einfach wieder mal so, dass es lesbar ist. Und zwar mit codex.encode. Das machen wir natürlich mit Randomness und wir codieren alles mit Base 64. Und natürlich brauchen wir das dann als String, deswegen .decode. Wir werden im normalen Code, das heißt bei Blockchain, Block, Transaction und so weiter, haben wir immer nur mit Strings gearbeitet. Ihr könnt natürlich auch da mit binären Daten arbeiten, werden wir nicht tun. Wir arbeiten hier drin mit binären Daten, da wo wir es müssen. Und ja, im Endeffekt benutzen wir dann diese Funktion oder diese Klasse hier, um mit den binären Daten rumzujonglieren. Auch. So, okay, wenn wir ein Passwort haben, können wir einen Private Key bauen. Beziehungsweise der Private Key an sich braucht kein Passwort, aber der String zu dem Private Key, also das, was wir am Ende dann auch wirklich speichern, das braucht ein Passwort. Und das machen wir, also wir bauen uns jetzt zunächst einmal den Private Key. Ja, das ist wirklich der kryptografische Private Key. Generate Private Key. Und nein, es hat nichts mit Private Ryan zu tun, auch wenn ich auch selber daran jedes Mal denken muss. Aber ja, machen wir über rsa.generate. Oh, ich kriege ja wirklich gar keine Vorschläge heute. Generate Private Key. So, und hier kommen einige Parameter rein. Und zwar brauchen wir zunächst einmal den Public Exponent. Das ist quasi eine öffentliche Komponente, das ist völlig egal. Das kann jeder wissen, das ist überhaupt kein Problem. Public Exponent, ja doch, passt. Den setzen wir auf 65.000 oder ja, im Endeffekt 65.537. Das ist einer, der für RSA recht häufig gewählt wird. Ja, kann man natürlich auch anders setzen. Ich glaube sogar 3 geht auch, aber der ist ein bisschen unsicher, glaube ich. Und dann haben wir hier die Key Size. Da könnt ihr dann RSA angeben, wie stark eure Schlüssel sein sollen. Ja? Hier sagen wir einfach 4096 Bit Schlüssel. Das ist so ziemlich das Stärkste, was man machen kann. Es gibt auch 2048 und 1024. 1024 würde ich nicht empfehlen. 2048 ist so die gängige Verwendung, weil es ein bisschen schneller ist. Aber ja. Und dann brauchen wir hier ein Backend. Das ist das Default Backend. Was genau diese Klasse mit dem Default Backend macht, fragt mich bitte nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist einfach was man überall einfach immer mit angibt. Aber ja, ist so. So, das liefert uns absolut binäre Daten, die sind furchtbar, mit denen kann man nichts anfangen. Deswegen wollen wir das Ganze als String haben, okay? Und als String etwas zu haben, das ist gar nicht so einfach. Dazu gibt es extra Standardverfahren und diese Dinger produzieren eine sogenannte PEM, eine PEM, okay? Ja, richtig, ich habe noch meinen Encoder nicht eingestellt. Dankeschön, Marcel. Okay, also, egal, mache ich jetzt trotzdem nicht. Wir wollen hier eine PEM haben. Und diese PEM wird generiert aus dem Private Key und aus dem Passwort. Das Passwort, naja, das muss natürlich irgendwo anders festgehalten werden. Das sehen wir dann. Okay, Private Key und Passwort. Jetzt ist eigentlich relativ simpel, was hier passiert. Und zwar sagen wir einfach Return Private Key. Und der Private Key hat gleich eine Funktion, die genau das für euch macht. Private Bytes. Ja. Das heißt, wir konvertieren das ganze Ding in Bytes. Okay. Und zwar nach gewissen Standardverfahren, nämlich dem Encoding ist gleich serialization.encoding.pem. Und das ist quasi, hey, bitte verwende den PEM-Standard, um das zu generieren, um die PEM zu generieren. Relativ einfach. Dann brauchen wir das Format. Das Format ist über serialization.private
format.pkcs, pkcs8. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht dieses PKCS8-Format sogar schon mal von gehört habt. Ich habe irgendwann mal in meiner Krypto-Reihe PKCS, oh Gott, welche Version habe ich vorgestellt? Ich weiß nicht mehr, welche Version ich vorgestellt habe, aber es war, glaube ich, nicht die. Aber ja, es ist trotzdem quasi eine Weiterentwicklung von dem, was ich vorgestellt habe. Und dann brauchen wir trotzdem natürlich noch hier einen Encryption-Algorithmus. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen das Ganze verschlüsseln. Also ihr könnt auch das Ganze unverschlüsselt machen, theoretisch. Aber das zeige ich euch nicht mal, weil ich nicht möchte, dass ihr das tut. Algorithmus. Arg viel mehr falsch schreiben hätte man das, glaube ich, nicht können. Encryption Algorithm. So, jetzt stimmt's. Den kriegen wir auch wieder aus Serialization. Und zwar, und jetzt kommt eine recht witzige Funktion. Best Available Encryption. So, und die Encryption, die wird durchgeführt mit einem Passwort. Das heißt, wir benutzen dieses Passwort, was wir hier haben, was wir hiervon generiert haben, um sozusagen unseren Private Key zu verschlüsseln. Okay? Das heißt, wir geben hier an, Password ist gleich Password. Okay. So, ziemlich cool. Und ich weiß nicht, ob ich hochbegabt bin. Ich habe es nie testen lassen. Und nein, Autismus habe ich normalerweise eigentlich nicht. Hat mir zumindest niemand jemals bescheinigt. Aber ja, gut, okay. Was auch immer. Okay. Gut. Dann, was brauchen wir noch? Also wir haben jetzt quasi den Private Key. Also wir haben das Passwort erstmal generiert. Wir können den Private Key generieren. Die beiden sind erstmal unabhängig voneinander. Wir können aber jetzt auch das Ganze so generieren, dass wir damit weiterarbeiten können. Sprich, dass wir das Ganze als String hin und her schubsen können. Okay? Und ja, das ist sozusagen erstmal das grundlegende Verfahren. Das ist jetzt allerdings nur der Private-Teil. Diese drei Teile, also weder Passwort noch Private Key noch PEM, solltet ihr jemals irgendwem geben. Das ist grundsätzlich immer so, wenn ihr mit Krypto arbeitet. Diese Dinger bleiben bei euch und nur bei euch. Okay? PEM ist einfach das Austauschformat dafür. So, jetzt gibt es aber auch noch den Teil, der sozusagen für alle verfügbar ist. Und das heißt, damit überprüfe ich quasi, ob eine Unterschrift gültig ist. Also mit dem Private Key kann ich quasi unterschreiben. Ja? Also stellt euch so vor, ihr habt ein sehr, sehr wichtiges Dokument, zum Beispiel eure Immatrikulationsbescheinigung von der Uni. Ja? Da unterschreibt ihr, das ist euer Private Key. Nur ihr könnt diese Unterschrift so tätigen. Derjenige, der das Ganze empfängt, hat aber euren Public Key. Das ist einfach jetzt mal angenommen so. Und der benutzt den Public Key, um zu überprüfen, ob das Ganze auch wirklich stimmt. Das ist eigentlich relativ straightforward, wenn man sich jetzt überlegt, dass der Public Key zum Beispiel euer Ausweis ist, weil da ist ja die Unterschrift vermerkt. Ihr seht aber schon, dass das reale Beispiel nicht wirklich asymmetrisch ist, denn jeder, der quasi die Unterschrift einmal sieht, der kann sie ja einfach kopieren und dann wieder einfügen. Also echte Kryptographie, digitale Kryptographie ist deutlich sicherer als normale Unterschriften, aber man kann sich vielleicht so ein bisschen besser merken, wie das Ganze funktioniert. Gut, weiter geht's trotzdem. Wir bauen uns Generate Public Key. Wir bauen uns den Public Key im Normalfall aus unserem Private Key. Das ist das Tolle daran. Das heißt, bauen könnt nur ihr euch den Public Key, aber aus dem Public Key kann sich niemand mehr den Private Key bauen. Also die Richtung Private Key into Public Key, kein Problem. Die Richtung Public Key in Private Key umwandeln, absolut unmöglich. Beziehungsweise, ich habe es mal ausgerechnet, ich glaube, es waren mehrere 100 Jahre, wo es dauern würde mit dem besten Supercomputer. Aber so eine Rechnung müsste ich für heutige Verhältnisse nochmal machen. Wobei ich da, glaube ich, auch keine 4096 Bits RSA verwendet habe, sondern nur 2048. Also es dauert sehr, sehr lange. Sagen wir es einfach mal so, okay? Gut, was wir dazu brauchen, ist im Endeffekt nichts weiter als den Private Key Public Key. Ja? Das ist die einfachste Funktion, die man sich so wünschen kann. Danke an alle Kryptomodule, die sowas für mich implementieren. Ich glaube, ich selber würde da sehr, sehr viele Bugs rein produzieren. Vor allem, es gibt relativ interessante Angriffe auf sowas. Und zwar gibt es Leute, die schon wirklich einzelne Bits von eurem Private Key rausgefunden haben, indem sie einfach messen, wie lange das Umwandeln dauert. Es ist absolut abartig. Das hat man mal bei der Xbox wirklich als realen Angriff gehabt. Und dieser Angriff war so brutal, dass Xbox, glaube ich, das Ganze für eine Weile runternehmen musste. Das war noch Xbox 1-Zeiten, glaube ich. Also nicht mal 360, sondern noch davor. Also nicht Xbox One, sondern die vor der Xbox 360, ja, hatte den Angriff mal eine Weile. Aber
total abgespaced. Also deswegen selber Kryptomodule zu implementieren, kein Spaß. So, und ja, wir brauchen natürlich, also das hier ist der Bytes Private Key, ja, das ist das Ding, was wir hier rausbekommen, nicht das Austauschformat. Wir brauchen allerdings auch noch von unserem Private oder von unserem Public Key am Ende dann coole Sachen, wie zum Beispiel was Austauschbares, was wir quasi an andere Leute weiterschicken können als String, okay? Dazu bauen wir uns auch wieder ein PEM, indem wir hier quasi den Public PEM generieren vom Public Key. Jeder kann sich aus dem Public Key quasi einen PEM generieren, ist uns völlig egal. Ist einfach nur ein anderes Format, das braucht auch kein Passwort oder sowas. Der Public Key ist sowieso besser, je mehr Leute den haben, okay? Zumindest wenn sie wissen, zu wem das gehört. So, wir bauen uns das Ganze aus den Public Bytes wieder mal. Eigentlich ist es quasi dasselbe, wie wir hier bei den Private Bytes auch gemacht haben. Nur wie gesagt, wir brauchen hier ein Encoding. Eigentlich kann ich das. Ne, kann ich nicht kopieren. Schade. Okay, wir brauchen Encoding gleich Serialization.encoding.pem als Encoding. Und das Format, das unterscheidet sich jetzt vom Private Key ein bisschen. Serialization, weil wir ein Public Format haben. Hier haben wir ein Private Format. Ihr wisst schon, also dass halt das Ganze quasi privat ist. Das Public Format, naja, das ist halt einfach öffentlich. Ups. Format, das ist öffentlich für alle. Und wenn ich mich so vertippe, dann lese ich gerade den Chat. Das heißt, ich tippe blind, lese den Chat und rede nebenher. Also deswegen, sorry, falls ich mich hin und wieder vertippe. Public Format Subject Public Key Info, okay? So. Und ja, das ist im Endeffekt dann unser Public PEM, was wir damit machen wollen. So, jetzt haben wir allerdings trotzdem noch ein Problem. Also das hier sind schon mal immerhin keine Byte-Daten mehr, ja, diese beiden. Allerdings sind es immer noch Daten, die keine String-Daten sind, okay? Das heißt, was wir jetzt noch brauchen, ist, wir müssen aus den PEMs jeweils String-Daten produzieren. Und das heißt, wir brauchen hier noch mehr Methoden. Es tut mir sehr leid, aber ja, es ist halt krass, was wir hier alles machen. Das heißt, wir haben hier Generate Private und ich habe sie einfach mal Generate Private PEM String genannt. Ja, klar, bin ich ein Roboter, hört man das nicht. Deswegen brauche ich auch gleich wieder eine Pause. Meine Stimme kratzt schon wieder ab. Ich rede schon wieder zu viel. Aber ich meine, wenn man streamt, sollte man auch reden, oder? Wie machen das die Leute, die Gaming streamen? Die streamen doch teilweise 8 Stunden. Das ist heftig. Aber ich glaube, die reden nicht die ganze Zeit, ne? Okay. Password String. Also das heißt, wir wollen uns sozusagen anhand des Passworts den Private Key als String zurückgeben lassen, okay? Das ist so das Goal von dieser Funktion. Und ja, wir bauen uns das Ganze erstmal als Generate Private Key. So, ihr seht, jetzt benutzen wir endlich mal diese ganzen Funktionen hier. Wir bauen uns einen Private Key. Dann konvertieren wir den Private Key in eine PEM. Das heißt, wir sagen hier Generate PEM. Und wir packen hier den Private Key rein. Wir packen das Passwort rein. Als String natürlich. Allerdings brauchen wir das Passwort dummerweise, wenn wir eine PEM generieren. Wer hätte es gedacht, auch binär. Ja, das heißt, wir müssen hier encoden. Encode in UTF-8. Und dann müssen wir das Ganze wieder, oder wollen wir das Ganze wieder als String zurückgeben. Das heißt, wir sagen hier pem.decode. Und jetzt haben wir die Funktion, die uns einen Private Key als String wirklich ausgibt, okay? Das heißt, sowas, was wir dann auch wirklich speichern können. Cool. Selbiges machen wir jetzt auch für den Public Key. Das heißt, wir sagen generate public pem string. Und das machen wir anhand mit des Private PEM Strings. Ja, des Private PEM Strings, das S gehört da nicht dazu. Und des Passworts oder Passwords. So, und ja, jetzt brauchen wir erstmal wieder den Private Key hier. Den müssen wir laden. Und das Laden bedeutet, wir wollen unseren Private Key von dieser Private PEM, also von dem tatsächlichen String, wollen wir wieder den Private Key, den Raw Private Key in binären Daten haben. Wir können uns aber nicht einfach einen neuen generieren, sonst haben wir das. Sorry, okay, jetzt. Okay, ich musste kurz den Chat lesen.
wir wollen das, also wir können nicht einfach jedes Mal wieder den Private Key neu generieren, weil sonst haben wir ja jedes Mal einen anderen Key. Und das wäre nicht unbedingt so sinnvoll. Das heißt, was wir jetzt hier machen, ist, wir schreiben uns nachher eine Methode, die den Private Key wieder lädt. Load Private Key. Und zwar mit dem Private PEM String. .encode. Ups. .encode. UTF-8. Und dann gehört dann natürlich noch das Passwort am Ende rein. Und ja, das Passwort muss auch wieder in binär umkonvertiert werden, wenn wir das wirklich hier drin haben wollen. Das heißt Password.encode. Und wie gesagt, die Funktion schreiben wir uns noch. Das kommt noch. UTF-8. Okay, cool. Da wird schon wieder was zurückgehalten. Von dem Livestream, sorry. Manchmal werden Kommentare blockiert und das ist nicht so cool. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt, also jetzt war es gerade Lull, ja, was geblockt wurde. Ich weiß nicht wieso. Okay, aber ja, wir haben hier jetzt also das Passwort encodiert, wir haben den Private PEM String encodiert und wir benutzen quasi eine Load Private Key Methode, um uns den rohen Private Key wieder zu laden. Dann können wir uns den Public Key daraus generieren. Das heißt, wir sagen hier Public Key ist gleich Generate Public Key. Generate Public Key. Und zwar aus unserem Private Key. Und dann geben wir quasi den PEM-String wieder zurück. Das heißt, wir sagen hier Generate Public PEM aus dem Public Key. Das heißt, hier Public Key reinpacken. Und das Ganze wird dann dekodiert. Decode. Na, komm. Decode. So. Und das generiert uns jetzt ein String als Public Key, indem wir hier einfach den Private Key und das Passwort eingeben. Okay? So, jetzt haben wir das ganze Ding wirklich als String. Jetzt haben wir das als Austauschformat. Jetzt müssen wir allerdings noch diese beiden Load-Methoden reinschreiben. Das heißt, einmal wollen wir natürlich den Private Key loaden. Ja? Und später brauchen wir auch noch eine Funktion, die den Public Key loadet. Oder lädt zu Deutsch. Weil wir natürlich auch noch so Sachen machen müssen wie signieren und verifizieren von unseren oder mit unseren Keys, besser gesagt. Okay. So, ich nehme jetzt erstmal wieder ein bisschen Tee hier. Sonst trockne ich komplett aus und ich bin 26, aktuell noch. Nicht mehr allzu lange, aber ja. Ich glaube, für jemanden, der gerade den Chat nicht mitliest, muss es wirklich sehr, sehr komisch an. Okay, cool. Wir machen weiter. Wir wollen natürlich jetzt hier Load Private Key erstmal definieren. Load Private Key. Für den Private Key, da brauchen wir natürlich dann den Private PEM. Das heißt, ja, im Endeffekt genau das Ding hier, was wir hier drin haben, also Private PEM. Ihr seht auch hier, wir haben hier nicht gesagt, wir wollen den Private PEM String hier eingeben, sondern Private PEM eingeben. Das heißt, wir erwarten hier auch wirklich binäres, also dieses PEM-Dingens als binär, okay? Und ja, wir brauchen das Ganze als Private PEM und wir brauchen das Passwort, Password. So. Und überlegt euch mal, wir hätten jetzt auch noch die Algorithmen, also RSA und so weiter selber geschrieben. Das wäre echt krass gewesen, oder? Gut. Wir geben zurück, wenn wir den Private Key haben wollen. Naja, da gibt es auch ganz tolle Methoden dafür. Serialization.load PEM Private Key. Key. Da stecken wir die Private PEM rein. Und wir müssen angeben, welches Backend wir haben. Backend ist gleich Default Backend. Mit Klammern. So, das ist im Endeffekt die Variante, wie ihr das Ganze laden könnt. Natürlich brauchen wir hier auch noch das Passwort hinten dran, weil wir hier gerade das Private-Dingens laden, also den Private Key laden sozusagen. Also aus dieser PEM wird jetzt wieder ein binärer Key gemacht, der zum Signieren verwendet werden kann. Und da wird schon wieder was zurückgelassen. Who am I? Du hast irgendwie ein Problem mit YouTube. Deine Kommentare werden echt häufig gesperrt. Aber ja, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Okay, cool. So, jetzt haben wir natürlich hier noch dieselbe Variante für den Public Key. Also def load Public Key. Und da rein kommt, naja, wer hätte es gedacht,
die Public PEM. Auch hier wieder die Anmerkung, wenn wir das machen, dann erwarten wir, dass das Ganze binär ist. Und ja, da ist dann natürlich kein PEM-String mehr dabei. Das heißt, wir müssen nicht mehr Decode schreiben, beziehungsweise Encode, sondern wir haben das Ganze schon binär zur Verfügung, aber eben noch nicht, ja, so wie wir es hier eben brauchen, also nicht als wirklicher Public Key. Gut, machen wir genau gleich im Endeffekt. Return serialization.load PEM, nicht für den Private Key, sondern für den Public Key. Jetzt gedacht. Und packen da die Public PEM rein und genauso das Backend ist gleich Default Backend. So, cool. So, was haben wir jetzt? Wir haben die Möglichkeit, uns ein Passwort zu generieren. Wir können aus diesem Passwort mit diesem Passwort und einem Private Key ein Austauschformat für einen Private Key generieren. Wir können einen Public Key daraus generieren. Wir können das Ganze mittlerweile auch so generieren, dass wir es als String hin und her schicken können und wir können es sogar wieder zurück umwandeln in eine in eine binäre Variante, mit der wir dann noch wieder signieren können, mit der wir wieder überprüfen können und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben jetzt alles gemacht, was man so als Austauschformat braucht. Jetzt brauchen wir nur noch 2 Algorithmen und das sind eigentlich sogar die wichtigsten Algorithmen. Gut, natürlich, Generierung ist auch sehr wichtig, aber wir brauchen noch das Verifizieren von irgendwas, das heißt Verify. Zum Verifizieren achtet darauf, dass ihr nur den Public Key braucht und in unserem Fall wollen wir sogar nur den Public PEM String benutzen, weil wir sagen, wir wollen als Austauschformat immer Strings haben und wir wollen Public PEM String und wir wollen, Moment, ich will mal verifizieren, wir brauchen die Signatur, die wir überprüfen wollen und wir haben Message. So, cool. Okay, dann bauen wir uns erstmal unseren Public Key aus unserem Public PEM String. Das machen wir mit Load Public Key und das ist die Funktion, die wir gerade eben geschrieben haben, deswegen brauchen wir die. Da packen wir den Public PEM String rein, aber achtet darauf, dass er auch wieder hier encoded sein muss. UTF-8 ist der Codec, den wir verwenden wollen. Und ja, dann haben wir eigentlich schon den Public Key wieder, ne? Das bedeutet für uns, wir können jetzt hier tatsächlich schon die Signatur umwandeln in Signature, in etwas Binäres. Signature Binary nenne ich sie jetzt mal hier. Und zwar mit dem Modul Codex, das kennen wir schon, .decode. Signature.encode erstmal umwandeln in was Binäres. Und zwar in UTF-8. Aber wir brauchen ein spezielles Format für unsere Signatur, damit die auch richtig übersetzt werden kann. Und zwar muss das Ganze Base 64 sein. Ups. Base 64. Ansonsten können wir mit der Signatur quasi nichts anfangen. Das heißt, es wird immer falsch rauskommen. Was soll ich sagen? Sorry, ich habe gerade den Chat ganz kurz nicht mitgelesen. Ob ich eine Freundin habe? Ja, habe ich. Mein PC zählt tatsächlich nicht. Vielleicht guckt sie sogar zu. Ich glaube, sie guckt nicht zu. Hoffe ich mal. Hoffe ich. Oh Gott, hoffentlich guckt sie nicht zu. Okay, schreib kurz im Chat, wenn du zuguckst. Aber gut, wir machen hier weiter. Oh Gott. Und zwar, wir verifizieren mit einer anderen Funktion nochmal später. Verify Binary. Und zwar mit dem Public Key natürlich, mit der Signatur, die wir auch in binär mittlerweile haben. Und ganz wichtig, was wir hier natürlich verifizieren wollen, ist die Message. Die Message ist allerdings aktuell wieder nur ganz normal in String. Das heißt, wir müssen hier diese Message nochmal umwandeln. Da fehlt ein Leerzeichen. Die Message Encode und zwar auch wieder in UTF-8, weil wir alles in UTF-8 encoden. So, jetzt haben wir hier noch eine Funktion, die wir uns schreiben müssen zum Verifizieren. Das ist quasi das Drumrum. Ja? Und jetzt kommt das eigentliche Verifizieren, wenn wir das Ganze so machen wollen, wie man es kryptografisch einfach nur macht. Wir verifizieren binär. Und ja, ich habe mir davon natürlich schon Gedanken gemacht. Das alles aus dem Kopf zu machen, das wäre heftig, sehr heftig. Ich musste auch einige Sachen hier recherchieren, wie sie überhaupt funktionieren. Also, ja. Ich habe auch nicht alles gemacht. Ich kann auch nicht alles. Aber zumindest ein Teil davon
verstehe ich, sehr gut sogar. Aber nein, ich weiß auch nicht alles auswendig. Okay, wir haben die 3 Teile, die wir hier zum Verifizieren brauchen. Einmal den Public Key, hier binär, Signatur auch in binär und die Message auch in binär. Ich habe es hier aber extra mal hingeschrieben. In Zeile 35 ist ein Fehler. Zeile 35, das ist das hier. Das musst du erläutern. Wir gucken gleich mal danach. Da ich ein Delay habe, kann ich das auch nicht direkt sagen. So, okay, das ist zum Verifizieren. Try. Beziehungsweise nein, wir machen es erstmal ohne Try. Ja? Dann will ich euch kurz zeigen, was dabei rauskommt. Also wir sagen hier Verify. Das ist vielleicht ungünstig gewählt. Verify Result. Ups, Result ist gleich Public Key. Verify. So, wir haben die Signatur. Das ist das, was wir überprüfen wollen. Also ob diese Signatur zu dem Public Key passt und ob diese Signatur zur Nachricht passt. Ja? Okay, das heißt, die Signatur muss passen zur Nachricht in binär, zum Padding. Jetzt ganz kurz, was ist ein Padding? Also und zum Public Key natürlich, den haben wir hier oben schon angegeben. Was ist ein Padding? Ein Padding ist zunächst einmal, Problem ist, im Binären habe ich zum Beispiel sowas hier. Ja? Okay. Wenn ich jetzt allerdings, also das ist jetzt meine volle Länge für meine Nachricht, für meine Message, die ich signieren kann. Wenn ich jetzt allerdings nur sowas habe, dann funktioniert das nicht so ganz. Und was mein Padding tut, ist, es hängt einfach vorne dran Nuller, damit ich quasi immer auf dieselbe Länge komme. Das ist mein Padding. Und das Padding, das muss ich beim Signieren angeben und das muss ich beim Verifizieren angeben. Wir haben jetzt dummerweise Verify als erstes gemacht, aber ja, ist halt so. Deswegen, Padding wird hier generiert nach dem PSS-Standard. Und ja, jetzt wird es ganz komisch. Wir geben an MGF, frag mich bitte nicht, für was MGF steht, Padding.mgf1. Also ich weiß wirklich nicht, was das für eine Abkürzung ist, aber ja, wahrscheinlich weiß es einer von euch. So, wir wollen das Padding generieren mit SHA-3 256. Es ist ein kleines bisschen komplexer, als ich es euch gerade gezeigt habe, das Padding, aber ja, ich denke, das ist okay. So, und dann wollen wir natürlich noch einen Salt angeben, beziehungsweise im Endeffekt das Padding ist der Salt und diese Hash-Funktion, die wird für die digitale Signatur benutzt. Aber ja, Salt Length ist gleich Padding.pss.max Length. Ups, Length. So, und dann müssen wir hier unten noch angeben, welche Hash-Funktion für unseren RSA-Algorithmus verwendet werden soll. Wer dazu mehr Informationen möchte, der kann sich sehr, sehr gerne meine Kryptographie-Playlist angucken. Dort habe ich erklärt, warum RSA ohne Hashing nicht sicher ist. Und das heißt, wir brauchen eine Hash-Funktion hier, damit RSA überhaupt sicher ist. Und das muss natürlich dieselbe sein wie bei dem Padding hier. Also SHA-3 256 und hier auch SHA-3 256. So, was euch das jetzt ausgeben wird, ist normalerweise ein True. Das heißt, das Ding gibt euch immer ein Ja aus. Aber das Problem ist, wenn es nicht okay ist, also wenn diese Signatur nicht passt, dann gibt euch das Ding kein Nein aus, sondern es wirft euch einen Fehler. Okay? Das ist ein bisschen doof, deswegen müssen wir hier ein Try und Catch machen. Das heißt, wir probieren das Ganze aus, okay? Wir sagen, hey, probier doch mal bitte aus, ob diese Signatur stimmt oder ob sie nicht stimmt. Und wenn die Signatur nicht stimmt, das heißt, wenn wir einen Fehler bekommen, und das ist der Fehler, den wir oben importiert haben, die Invalid Signature, dann geben wir ein False zurück. Und ansonsten, wenn der Fehler nicht auftritt, geben wir natürlich ein True zurück. Und so kommen wir auf eine ganz simple binäre Lösung. So, jetzt den anderen Kram. Die andere Variante ist, wir wollen was signieren. Das heißt, wir wollen was beweisen, dass es uns gehört. Okay? Das machen wir mit der Funktion Sign. So, Sign braucht zunächst einmal einen Private PEM String, weil wir nur Private PEM Strings oder generell nur Strings als Austauschformat zulassen, außer innerhalb dieser Klasse, damit es uns einfacher gemacht wird.
Und dann sagen wir hier, wir brauchen natürlich noch das Passwort und wir brauchen die Nachricht, die wir eigentlich signieren wollen. Also das, was wir später überprüfen, ob das auch wirklich passt. Der Private Key muss derjenige sein, der zum Public Key später gehört. Ansonsten beweist ihr quasi für jemand anders, dass das demjenigen gehört. Aber das macht hier keinen Sinn. Also Private Key und Public Key müssen immer zusammengehören. Okay? So. Jetzt bauen wir uns das ganze Ding um in erstmal natürlich den Private Key. Das heißt, wir laden uns den Private Key, Load Private Key. Und wir bauen uns den Private Key aus dem Private PEM String, den wir natürlich encodieren müssen. Encode in UTF-8. Und selbstverständlich brauchen wir noch das Passwort hinten dran, das Password in auch UTF-8. UTF-8. So. Und ja, was wollen wir jetzt signieren? Nun, wie machen wir das Ganze? Wie bauen wir uns jetzt eine Signatur? Nun, eigentlich relativ simpel. Wir machen dasselbe Verfahren wie bei Verify. Wir sagen hier, okay, wir haben noch eine zweite Funktion, die uns das Ganze signiert, und zwar eine Sign-Binary-Funktion. Die wird das Ganze dann genau gleich machen, nur damit wir hier eben nicht die Probleme haben. Und zwar brauchen wir zum Sign auch einmal die Message wieder in binär. Das heißt message.encode und das Ganze in UTF-8. So, jetzt muss ich mal ganz kurz wieder den Chat durchlesen, wo ich wohne, in welchem Bundesland, Baden-Württemberg. Und PyCharm sollte eigentlich auch auf einem 32-Bit-Rechner funktionieren. Und ob ich öfters live bin, aktuell nicht allzu oft, aber ich will öfters live sein. Wer auch ein bisschen Bock auf Gaming hat, der möge bitte meinen Zweitkanal auschecken. Übrigens, Cryptic hat auch einen Zweitkanal. Ihr könnt da einfach auf meinen Kanal draufklicken, einfach in einem neuen Tab öffnen, auf den Kanal draufklicken, dann werden euch an der rechten Seite andere Kanäle empfohlen. Und nein, ich bin nicht auf Twitch. Ich bin aktuell ausschließlich auf YouTube. Ja. Okay. So. Message.encode. Wo war ich? Genau, richtig. Den Private Key hier reinstecken, die Nachricht reinstecken, auch natürlich in binär. Und dann können wir das Ganze wieder zurückgeben. So, und jetzt sehen wir hier, warum wir das Ganze hier oben erstmal umwandeln mussten in Base64-Format. Denn diese Signatur muss auch irgendwie hin und her jongliert werden können. Und ja, dazu brauchen wir dann natürlich auch wieder so eine Art Austauschformat. Sprich, wir sagen hier, okay, wir hätten ganz gerne unsere Signatur in Base64. Und das machen wir, das machen wir, indem wir hier sagen, codex.encode. Und zwar wollen wir die Signatur reinpacken. Also die Signatur, die wir hier oben aus Sign-Binary zurückbekommen haben, das ist immer noch alles binär quasi. Das wollen wir encodieren, sodass es in Base64 ist. Ja, sollte ich vielleicht als String reinpacken. Und dann wollen wir, da auch wieder nur binär rauskommt, aber Base64 binär, dann wollen wir das Ganze noch als String umwandeln. So, und dann haben wir das Ganze fertig signiert. So, jetzt brauchen wir natürlich noch die Funktion Sign-Binary. Da bin ich. Def Sign-Binary. So, und Sign-Binary bekommt hier den Private Key als ganz normale, als PEM im Endeffekt, nicht mehr als PEM, sondern als ganz normalen binären Key. Ja? Und anschließend können wir hier die Signatur verwenden, das heißt beziehungsweise die Message besser gesagt, um die Signatur zu berechnen, also Message in Binary. So, und wenn wir das jetzt hier so haben wollen, beziehungsweise wenn wir jetzt das signieren wollen, dann bauen wir uns die Signatur, Signature, als Private Key.sign. Das ist im Endeffekt die Funktion, die uns das Ganze signiert. Und hier rein stecken wir jetzt die Message in Binary. Hier drin geben wir auch an, dass wir wieder ein Padding wählen wollen, und zwar PSS mit eben genau denselben Parametern wie hier oben auch. Also eigentlich kann ich das hier komplett kopieren, und genauso wollen wir hier SHA-3 256 als Hash-Funktion wählen. Das heißt, hier ändert sich einfach grob gesagt gar nichts dran, außer dass ich hier eine Klammer zu viel habe. So, okay. Und da fehlt die Klammer dann wieder, natürlich.
So, lass mich das nochmal kurz überprüfen. Nein, die Klammer fehlt überhaupt nicht. Das passt so. So, genau. Und dann haben wir die Signaturen. Und die können wir zurückgeben. Return Signature. So, das ist wichtig, dass die beiden Dinge hier aufeinander stimmen, denn ansonsten wird das einfach hin und her konvertiert und es gibt Konvertierungsfehler und dann kommt deswegen einfach hier ein False bei raus, wenn die Signatur überprüft wird. Das heißt, die müssen auf jeden Fall gleich sein, sonst geht hier gar nichts. Okay, so, jetzt haben wir im Endeffekt alles, was wir hier brauchen. Es ist nicht ganz einfach, dieses Modul zu verwenden, aber dieses Krypto-Dingens, das könnt ihr auch noch für mehr benutzen als nur für die Blockchain-Variante hier. Das könnt ihr so ziemlich für alles, was mit digitalen Signaturen zu tun hat, verwenden. Und ja, das ist eigentlich so ziemlich das, was wir hier in dem Krypto-Part machen wollten. Ich denke, jetzt sind wir fit dafür, dass wir hier noch mehr machen. Das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt den Krypto-Teil abgeschlossen, wir haben Hashing abgeschlossen, wir haben UTXOs fertig, ja? Wir haben selbst die Transaktion schon fertig, wir haben Blöcke fertig. Jetzt können wir das alles hier in der Blockchain zusammenfügen und können mal gucken, was da so alles passiert. Allerdings, manche wissen vielleicht, dass, also jetzt wollen wir quasi alles zusammenfügen. Manche wissen vielleicht allerdings, dass in der Blockchain hier der erste Block hier nicht, naja, normal generiert wird, sondern dass es ein spezieller Block ist. Und ja, ich würde sagen, jetzt, da wir den Krypto-Teil fertig haben, machen wir nochmal eine kurze Pause. Dann könnt ihr nochmal ein bisschen unter euch diskutieren, ob ihr alles verstanden habt oder was ihr eben nicht verstanden habt und könnt euch vielleicht auch so ein bisschen selber helfen. Und wir hören uns gleich wieder, so 5 Minuten wieder ungefähr. Okay, bis gleich. Ciao.
So, da sind wir wieder. Gut. Also, ich hoffe, ihr habt euch was zu trinken geholt. Ansonsten einfach mal kurz Pause machen. Geht ja auch, ne? Ist ja nicht so schlimm. Okay, wir machen weiter. Wir haben hier die Blockchain vor uns. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, auf Blöcke zuzugreifen. Wir haben die Möglichkeit, auch Transaktionen zu unterschreiben und so weiter und so fort. Jetzt wollen wir hier mal uns um die Blockchain kümmern. Und ja, das ist jetzt der nächste Schritt. Hier haben wir zunächst einmal hier Self.blocks auf eine leere Liste gesetzt. Normalerweise sind diese Listen allerdings nicht leer. Normalerweise hat man in einer oder als ersten Block den sogenannten Genesis-Block. Das heißt, der Block, der quasi, naja, als erstes eben da ist. Und ja, was wir machen wollen, ist, wir wollen uns einen Genesis-Block generieren. Und das machen wir am besten auch in einer neuen Datei. Sprich, wir bauen uns hier eine Genesis.py-Datei, die wir auch zu Git hinzufügen, genau. Und dann sagen wir hier from Transaction import Coinbase. Denn was für eine Transaktion hier drin liegen wird, ist die Coinbase-Transaktion, die dem Ersteller dieser Blockchain Geld gibt. So, jetzt der Ersteller dieser Blockchain, der, naja, bin natürlich ich, ja. Also ein bisschen was muss ich ja auch dafür kriegen und deswegen baue ich mich hier quasi für immer und ewig rein, damit man mir auch Geld schicken kann. Und Achtung, das ist keine echte Kryptowährung. Schickt da bloß kein Geld hin, ja. Das ist mega gefährlich. Das landet einfach im Nirvana. Das ist nur Code, ja. Der läuft am Ende nirgends. Also ich werde den auch nicht hosten oder sowas. Der ist einfach nur für euch, damit ihr den weiter bearbeiten könnt, damit ihr was draus lernen könnt, okay? Aber was wir hier machen ist, wir bauen uns als Creator selber ein. Und zwar mit diesem Schlüssel hier. So, jetzt ist natürlich das Problem, wir haben noch keinen Schlüssel. Und um diesen Schlüssel hier zu verwenden, das werden wir nachher tun, müssen wir noch ein bisschen was tun. Wie gesagt, wenn jemand euren Public Key kennt, ist das überhaupt kein Problem. Das Einzige, was ihr euch machen könnt, naja, im Endeffekt können die nichts weiter machen, als euch irgendwie Coins schicken. Und ja, das ist nun mal nicht wirklich tragisch, deswegen können wir das auch so lassen. Und dann schreiben wir hier eine Funktion rein, Genesis Coinbase, die uns eine Coinbase-Transaktion generiert. Und zwar die Coinbase-Transaktion Coinbase mit dem Creator Public Key. So, ihr erinnert euch hoffentlich noch, dass die Coinbase-Transaktion einfach nur quasi 50 Coins aus dem Nichts generiert und an den Empfänger schickt. Und in dem Fall bin ich natürlich der Empfänger, den ich hier oben angegeben habe. Das ist das einzige Mal, wo man sowas wirklich so hart gecodet reinschreibt. Aber ja, das ist völlig okay so. Okay, und was wir jetzt hier in der Blockchain reinschreiben ist, wir wollen einen Block generieren. Der Block des vorigen, also wir sehen hier ja, für einen Block brauchen wir den Hashwert des vorigen Blockes und wir brauchen Transaktionen und wir brauchen eine Nonce. Ja. Transactions haben wir jetzt, denn diese Coinbase-Transaktion hier, das ist die Genesis Coinbase-Transaktion, die ist einfach so drin. Und ich habe hier auch eine Kleinigkeit schon vorbereitet, damit wir hier quasi diesen Hashwert in unserem, also den Hash von dem Previous Block, der muss natürlich ein gültiger SHA-3-Hash sein, ja. Ihr könnt da einfach irgendwas reinschreiben. Und das können wir tatsächlich einfach mal selber machen hier. Dann haben wir das mal erledigt. Wir bauen uns hier eine Datei, die nennen wir einfach mal main. So. Und importieren hier mal Hashing. Import Hashing. So, und jetzt wird es spaßig. Jetzt können wir nämlich hier sagen, if name gleich main, dann wollen wir etwas tun und zwar wollen wir hashing.hash, wir wollen hier jetzt liken und abonnieren The Morpheus Tutorials. So, das wollen wir hier reinpacken und das wollen wir selbstverständlich auch ausgeben. Print einfach mal. Und das ist das, was quasi in unserer Coinbase-Transaktion hier auch wirklich drinstehen wird am Ende. So, wir bauen uns hier eine neue Python main und der Skriptpfad ist eigentlich main, genau der hier. So, und das führen wir jetzt einfach mal ganz kurz aus. Überhaupt kein Stress. Was ist denn jetzt dein Problem? Python Default 3.6. Okay, so.
Okay, und das ist der Hashwert, den wir hier jetzt als Coinbase-Transaktion reinpacken. Okay? So, das heißt, wir haben einen Hashwert, das ist ein gültiger SHA-3-Hash, der muss nicht irgendwie relevant sein oder sowas, aber das ist der Hashwert, der quasi in der Coinbase-Transaktion vorkommen wird. Und den halten wir fest, indem wir hier drin einfach sagen, okay, unsere Blockchain wird initialisiert, ich mache das hier mal wieder weg, wird initialisiert mit einem Block, selbstverständlich, und ein Block, achso, dazu müssen wir erstmal Block importieren, logischerweise, from Block Import Block. So. Und der Block braucht, wie gesagt, einen Parameter, nämlich den des vorigen Blockers, den Hashwert, das ist okay. Dann natürlich die Transaktion aus diesem aktuellen Block gerade, das heißt, wir haben hier eine Liste an Transaktionen und sagen hier Genesis, achso, halt, das müssen wir auch importieren. From Genesis import, naja, was können wir wohl importieren? Genesis Coinbase. Also sagen wir hier Genesis Coinbase. Und dann haben wir am Ende noch, was war das letzte, was wir für einen Block gebraucht haben? Die Nonce. So, und die Nonce, die setzen wir einfach in unserem Genesis-Block auf eine 0. Und ja, passt perfekt. So können wir quasi unseren ersten Block generieren. Wunderbar, oder? Genau. Und ja, das ist im Endeffekt jetzt auch schon unser erster Block. Jetzt können wir weitere Blöcke einfügen. Weitere Blöcke einzufügen ist nicht ganz so trivial, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen würde. Aber ja, wir starten einfach mal. Wann dürfen wir denn auf keinen Fall den Block einfügen? Naja, wenn er kein Block ist, ne? Also das ist relativ logisch, glaube ich. Das heißt, wir können hier sagen, wenn der Block kein Block ist, dann geh raus. Dann mach was anderes, geh spielen. Aber dann hast du definitiv nicht verstanden, was du hier einfügen sollst. Also, sorry, ich muss mich kurz anders hinsetzen. Ja. Okay. Und ja, dann gehen wir einmal durch die Transaktionen durch, die in diesem Block drin sind. Also jedes Mal, wenn wir einen Block einfügen, überprüfen wir, ob die ganzen Transaktionen auch wirklich okay sind soweit. Das heißt, ob sie valid sind. Ihr erinnert euch, wir haben eine Funktion reingeschrieben, die überprüft, ob Transaktionen gültig sind. Und das heißt, wir sagen, für jede Transaktion in Block.transactions überprüft doch bitte, ob das Ding valid ist. Und falls es mal nicht valid sein sollte, also if not is valid, geh raus. Mach was anderes, geh wieder spielen, geh Lego bauen, Sims spielen, whatever. Aber spiel hier nicht mit der Blockchain rum. Und dann überprüfen wir natürlich auch noch, das könnte ich eigentlich davor tun, ne? Ja doch, machen wir vorher. If not is instance, die Transaktion TX vom Typ Transaction. Muss ich noch Transaction importieren. So. From Transaction import Transaction. So. Wenn das Ding. Wobei, wartet mal. Ja gut, muss ja nicht eine Transaktion sein, ne? Ne, können wir so nicht machen. Es muss ja keine Transaktion sein. Es können ja auch Coinbase-Transaktionen sein. Die sind ja auch gültig. Das heißt, wenn unsere Transaktion hier vom Typ Transaction ist, dann müssen wir überprüfen, ob die auch wirklich überall gültig ist. Is valid funktioniert auch auf Coinbase-Transaktionen. Das ist kein Problem. Aber es kann auch sein, dass wir Transaktionen haben, die Coinbase sind oder Transaktionen, die Transactions sind. Sprich, die Transactions müssen wir nochmal separat überprüfen. Und hier sagen wir jetzt eine Funktion, hier definieren wir uns nachher noch eine Funktion. Für jeden UTXO in Transaktionen. UTXOs. For UTXO in UTXOs. So, und jetzt können wir nochmal überprüfen. Und zwar, Achtung, das ist jetzt leider so, und das habe ich mir tatsächlich auch im Vorfeld schon überlegt. Wir müssen leider wegen den Abhängigkeiten das Ganze hier drin überprüfen. Das heißt, wir überprüfen hier is valid UTXO von der UTXO, und zwar in der Blockchain-Klasse. Warum müssen wir das in der Blockchain-Klasse machen? Das erkläre ich euch, wenn wir diese Funktion schreiben. Das heißt, diese is valid UTXO, die schreiben wir dann später. Okay, anschließend return false, also wenn sie eben nicht gültig sind, ja.
Und dann haben wir im Endeffekt die UTXOs überprüft hier. So, das heißt, wir sind hiermit fertig. Wir sind auch mit den ganzen Dingern aus der Transaction-Klasse fertig, weil sie ist ja auch offensichtlich valid. Das heißt, die Signatur ist auch gültig, falls es eine Transaction ist. Wie gesagt, Objektorientierung macht auch hier einiges an Sinn, logischerweise, und wir gehen sogar noch eins weiter zurück, weil wir jetzt auch alle Transaktionen überprüft haben. So, jetzt müssen wir noch eine weitere Sache überprüfen, denn jedes Mal, wenn wir einen Block in die Blockchain einfügen, dann müssen wir ein gewisses Target matchen, okay? Weil wir eben gesagt haben, wir wollen Proof of Work. Und Proof of Work verlangt von euch, jedes Mal, wenn ihr als Miner einen neuen Block baut, dass dieser Block einen Hash-Wert hat, der kleiner als ein gewisser Wert ist, als euer Target-Wert. Und dieser Target-Wert, den müssen wir erstmal noch definieren, den müssen wir auch erstmal noch verrechnen und so weiter. Aber für jetzt reicht es erstmal, wenn wir sagen self.check against target, das machen wir nachher. Und zwar den Block-Hash. Mehr brauchen wir nicht. Block.getHash. Das ist der Hashwert von dem Block, den wir hier einfügen wollen. Noch ist er nicht eingefügt, aber er könnte eingefügt werden. Und das ist sozusagen der letzte Check hier. Das heißt, wir überprüfen, ob der richtig oder ob der gut ist. Und falls er nicht gut ist, dann gehen wir wieder zurück. Und falls er gut ist, dann gehen wir hier weiter und sagen, wir hängen das Ding an. Self.blocks.append block. Okay? Und wenn wir hier unten angekommen sind, dann geben wir True zurück, weil alles wunderbar geklappt hat. Wenn wir hier oben sind, geben wir natürlich jedes Mal False zurück, falls was nicht geklappt hat. Super. Cool. Jetzt haben wir noch einige weitere kleinere Funktionen, nämlich einmal Check Against Target. Und dann haben wir diese isValidUTXO und für die werden wir noch ein bisschen mehr brauchen. So, getJSON und so weiter, das machen wir später. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir probieren uns jetzt erstmal an der Check Against Target Funktion. Wie ich euch gerade schon gesagt habe, eine Funktion muss immer, oder ein neuer Block muss immer unter einem gewissen Target liegen, wenn wir ihn einfügen wollen in die Blockchain. Und das überprüfen wir hier. Das heißt, ich kopiere mir das hier mal. Check Against Target. Wir packen Self hier rein, haben wir schon. Wir packen den Hash des Blocks rein. Das heißt, wir sagen hier Hash String. Und Achtung, wir kriegen hier wirklich den String zurück. Denn wir haben immer darauf geachtet, dass wir bei Hashing.Hash auch immer einen String zurückgeben. Und das ist das Tolle. Wir müssen uns jetzt hier nicht mehr um irgendwelchen binären Scheißdreck kümmern. Wir müssen nur leider einmal noch das Ding in Hexadezimal umwandeln, aber das ist in dem Fall nicht so schlimm. Warum in Hexadezimal? Naja, weil wir umrechnen müssen, ob das Mining-Target sozusagen okay ist. Und wir geben an, wie viele Stellen unseres hexadezimalen Strings mit 0 anfangen müssen, mit unserem Mining-Target. Das heißt, wenn mein Mining-Target auf 1 ist, dann gebe ich an, okay, die erste Stelle muss auf 0 sein. Wenn mein Mining-Target auf 2 ist, gebe ich halt an, die zweite Stelle muss auf 0 sein und so weiter und so fort. Das könnt ihr aber so machen, wie ihr das wollt. Im Endeffekt ist das euch völlig überlassen. Hashing habe ich hier noch nicht importiert, ne? Ja, dann brauche ich das noch wobei eigentlich nur Import-Hashing in dem Fall. Import-Hashing. So. Das heißt, wir sagen hier Hashing.Hash und wir geben an, nicht Hashing.Hash, wir nehmen String to Hex und geben da den Hash-String an. So. Und wie gesagt, wir gehen jetzt hier einfach durch diesen String durch und überprüfen, ob der jeweilige Buchstabe sozusagen eine 0 ist. Das heißt, for i in range. So, jetzt brauchen wir natürlich das Mining-Target. Das definieren wir uns jetzt hier erstmal ganz, ganz oben. Aber theoretisch könnte man das auch ohne Probleme auslagern. Wobei, wisst ihr was, wir machen das gleich. Wir lagern das aus in eine Konfigurationsdatei, die nennen wir config.py und die fügen wir natürlich auch hinzu. Und in dieser config.py können wir quasi alles angeben, was irgendwas mit Konfigurationen zu tun hat. Zum Beispiel eben das Mining Target. Mining Target ist gleich 1 in unserem Fall, damit wir möglichst wenig Probleme damit haben und damit es möglichst einfach auch ist, einen Block zu finden, damit wir es später besser testen können. So, dann müssen wir hier natürlich from config
importieren wir das Mining Target. Und ja, man kann einfach so solche Sachen importieren, das ist überhaupt kein Problem in Python. Wir sind hier ja immerhin nicht in Java. Okay, dann sagen wir hier Mining Target plus 1, weil, ja, passt auf, wenn ich quasi meinen String hier habe, also zum Beispiel kriege ich dann was raus wie 0, 1, 1, was weiß ich, 0, A, B, D, E, F, D, E, A, D, Beef und Facebook hatte auch mal einen relativ coolen Hashwert. F, A, C, E, B, 0, 0, dann hatten sie ein Problem. Ah, genau, dann haben sie es mit 10 geschrieben, irgendwie sowas. Also das ist jetzt unser Hashwert, ja, von diesem Block, ja. Wenn dann unser Mining Target auf 1 ist, dann überprüfen wir hier, ist das Ding auch wirklich auf 1 gesetzt oder nicht. Entschuldigung. Und ist das nächste auch auf 1 gesetzt und so weiter und so fort, ja. Und das ist sozusagen der Trick hierbei. Problem ist, dadurch, dass das Ganze hexadezimal ist das automatisch schon hier vorne auf 0, ja. Deswegen hier diese 1. Okay. So, if not, wenn das Ding eben ungültig ist quasi, das heißt der Hexadezimalwert an der Stelle i, wenn der nicht 0 ist, dann geben wir false zurück. Ansonsten geben wir true zurück. Achtet darauf, dass ihr dieses true auch wirklich erst hier unten zurückgibt und nicht hier oben. Falls dieses if einmal reinhaut, also falls dieses if einmal ein true zurückgibt, heißt das noch nicht, dass wir fertig sind. Wenn unser Mining Target zum Beispiel bei 10 ist, dann müssen die ersten 10 Stellen ein 0 geben, okay? Und ja, das ist im Endeffekt die Funktion check against target. So, jetzt sind wir aber hier auch noch nicht fertig, denn jetzt müssen wir noch mit den ganzen UTXOs rumhantieren. Diese UTXOs sind sozusagen das, was als Geld verfügbar ist auf der Blockchain und mit dem wir dann, oder was im Endeffekt verfügbar ist. Sprich, wir überprüfen hier, ob diese UTXOs überhaupt schon mal benutzt wurden. Also quasi, ob vielleicht das Geld schon weg ist. Okay? Und das soll natürlich nicht so sein. Also das Geld darf nicht schon mal ausgegeben worden sein, sondern es muss halt ein UTXO sein, der noch nicht verwendet wurde. Dazu brauchen wir erstmal, also wir müssen eben so Sachen auch überprüfen, wie zum Beispiel Double Spending oder sowas. Und dazu brauchen wir eben diese Funktion isValidUTXO. Wir fangen einfach direkt mal hier an und wir werden sehen, dass wir da noch einige Hilfsfunktionen dafür brauchen. Das heißt, wir sagen hier isValidUTXO und der Parameter, den wir hier noch haben, ist das UTXO selbstverständlich. So. Am Anfang nehmen wir einfach mal an, das Ding ist nicht valid. Und jetzt fangen wir an und sagen, ey, wir finden erstmal die ganzen UTXOs auf der Blockchain, die überhaupt in Frage kommen. Okay, so, das bedeutet, wir gehen rein und sagen, für jeden einzelnen Block auf unserer Blockchain in self.blocks, also für jeden einzelnen verfügbaren Block, für jede Transaktion in jedem Block, beziehungsweise in der Transaktionsliste von unserem Block, ja, in jeder einzelnen. Was machen wir dann? Naja, wir sagen, also wenn diese Transaktion, wenn dieser Hashwert der Transaktion, transaction.getHash, transaction.getHash, wenn das gleich ist wie UTXO.TransactionHash. Ihr erinnert euch, ich mache nochmal ganz kurz die UTXO-Klasse auf. Wir haben hier diesen Transaction-Hash dabei. Das ist quasi der Hashwert, der identifiziert, welche Transaktion jetzt gerade hier verwendet wird, okay? Das heißt, wir überprüfen hier, redet dieser UTXO gerade von dieser Transaktion oder redet er von einer anderen? Ja? Weil wir ja nur den Hashwert haben. Aber sowas kann man natürlich auch immer fälschen, deswegen ist es okay. Wir müssten auch, wenn wir die volle Transaktion haben, müssten wir auch komplett durchiterieren. Und ja, deswegen müssen wir das so oder so tun. Okay, gut. Das heißt, wir sind hier quasi über getHash durch. Also wir haben quasi die richtige, also wenn wir hier dieses if haben, dann haben wir die Transaktion gefunden, die der UTXO referenziert. Dann sagen wir, okay, du darfst zählen. Und zwar gehen wir durch alle Public Keys in den Transaktionen durch. Weil wir haben ja jetzt die Transaktion, wir sagen jetzt, okay, die Transaktion enthält mehrere Empfänger. Receiver Public Keys.
Und jeder dieser Public Keys kann natürlich ein bisschen Geld bekommen haben. Problem ist, dass wir nicht wissen, ob dieser Public Key auch wirklich da drin ist. Ja? Das heißt, wir sagen, okay, wir iterieren durch alle Public Keys durch. Und wenn der Public Key, den wir da drin finden, wenn das der UTXO Public Key ist, also der Public Key, den die UTXO meint, dann sagen wir, es ist okay, das ist eine gültige Transaktion und das ist das Geld, das du bekommen hast. Ja? Das heißt, wir sagen hier auch nochmal, wenn das Geld, das in dem UTXO drin steckt, also if UTXO.message, wenn das gleich ist wie Transactions.messages von unserem Counter, und ja, wir zählen quasi mit, also wenn die Message zu dem Public Key, also wie viel Geld da im Endeffekt geflossen ist, dasselbe ist, was der UTXO behauptet, dann ist unser UTXO ein gültiger UTXO. Sprich, wir sagen hier valid gleich true. Holy shit. Das ist eine ziemlich krasse Funktion, aber ja. Und wir müssen jetzt hier auch nochmal den Counter erhöhen. Counter gleich Counter plus 1. So, und hier fehlt ein Doppelpunkt. Okay. Ja, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich hier gerade gemacht habe. Ich bin quasi alle Transaktionen durchgegangen, die es in der ganzen Blockchain gibt. Mein UTXO referenziert einen einzigen bestimmten Hashwert von dieser Blockchain oder von diesem, also eine ganz bestimmte Transaktion auf dieser Blockchain. Ja? Die finde ich über den Hashwert. Das heißt, ich hashe jede einzelne Transaktion und überprüfe, ob das die ist, die der UTXO meint. Und dann gehe ich jeden Empfänger durch, der innerhalb dieser Transaktion Geld bekommen hat und sage dann, okay, wenn dieser Public Key der ist, der auch in der UTXO gemeint ist, dann ist das Geld, was ich auch wirklich bekommen haben sollte oder was ich jetzt wieder ausgeben möchte. Sprich, ich überprüfe, ob das Geld, das ich angegeben habe, wirklich auch das Geld ist, das ich bekommen habe. Und falls das alles der Fall ist, dann ist diese Transaktion gültig. Falls nicht, muss ich natürlich weiter iterieren und so weiter und so fort. Aber ja. Okay, krasser Shit. Jetzt müssen wir allerdings wieder nach ganz außen. Wir sind hier nämlich noch nicht fertig. Das ist nur ein Faktor für eine UTXO, damit sie gültig ist. Denn das Problem ist, ich kann hier auch ein Double Spend Problem vorliegen haben. Also wenn es hier schon mal nicht true ist, dann sind wir direkt schon mal fertig. Das heißt, wir können hier direkt rausbrechen sozusagen und können diese UTXO als ungültig markieren. Okay. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir wollen vielleicht noch überprüfen, ob Double Spending aktiv ist. Das heißt, ich schreibe hier mal ganz kurz hin. Hier brauche ich auch ein kleines Ding. Check Double Spending, kleines Kommentar. Und ja, ich weiß, normalerweise kommentiere ich viel, viel mehr, aber ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass ihr mir die ganze Zeit zuguckt, ist das okay. Okay. So, wir haben jetzt noch die Funktion, wir wollen Double Spending checken, das heißt, für jeden Block in Self.blocks, für jede Transaktion in den Block-Transaktionen, das heißt, wir gehen mal wieder durch alles durch, Transactions. Wenn das Ganze also if is instance Block, if is instance, die Transaktion muss eine Transaktion sein. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir überprüfen, ob dieser Output schon mal getätigt wurde. Ja? Das heißt, ob quasi das Geld schon mal ausgegeben wurde. Also die Transaction beziehungsweise wir loopen da quasi nochmal durch alle UTXOs durch. Also wir sagen UTXO in Transaction.utxos. So, und wenn jetzt hier der Hashwert if transaction utxo.getHash gleich ist wie utxo.getHash, dann haben wir offensichtlich ein
Double Spend gefunden. Das heißt, was wir hier gerade gemacht haben, wenn wir hier fertig sind quasi, dann geben wir das Ganze als True zurück. So, was das jetzt hier tut, ist Folgendes. Wir gehen nochmal alles durch, was es so gibt und überprüfen für jeden einzelnen, für die Ausgaben, also quasi da, wo Geld weggeflossen ist wieder, ob die UTXO, die wir hier überprüfen wollen, ob die vielleicht schon mal benutzt wurde, also ob das eigentlich schon ausgegebenes Geld ist. Und falls ja, dann müssen wir das natürlich verhindern, weil, ne, sonst hat man das Geld zweimal ausgegeben. Logisch, eigentlich. Ja, und das ist diese ganze Funktion hier. Ziemlich krasser Shit. Das ist die anstrengendste Funktion in, glaube ich, dem kompletten Code heute gewesen. Und ja, die habe ich mir auch vorgeschrieben. Sowas kann ich auch nicht on the fly machen. Okay. Wir brauchen noch 3 weitere Methoden. Eine davon steht hier unten schon. Einmal haben wir einfach nur get UTXOs. Damit können wir uns quasi UTXOs, ja doch, stimmt. Damit können wir uns quasi die ganzen UTXOs anhand eines Public Keys raussuchen. Das ist ganz geil, weil wir später auch ein Wallet haben wollen, der quasi unser Geld verwaltet. Okay. Das heißt, wir wollen natürlich uns angucken, wie viel Geld haben wir eigentlich zur Verfügung. Und dann sagen wir, okay, wir gehen mal wieder durch alle Blöcke durch, für jeden Block in self.blocks. Da wollen wir wieder alle Transaktionen durchgehen in Block.transactions. So, und jetzt zählen wir hier wieder mal. Counter ist gleich 0. Und für jeden Public Key müssen wir auch nochmal durchiterieren in den Receiver Public Keys Transaction.Receiver Public Keys. Wenn der Public Key unser Public Key ist, das heißt, wenn dieser Public Key in der Liste an Public Keys ist, die wir hier angeben können, Public Key, dann haben wir hier ein neues UTXO. UTXO, das ist quasi später für den Wallet super interessant und super wichtig. UTXO von transaction.getHash. Dann den Public Key selbstverständlich, Public Key und natürlich die Messages. Transaction.messages von unserem Counter. Klein geschrieben, selbstverständlich. Gut. Und dann hängen wir die einfach hinten dran an unsere Liste. UTXOs.append, UTXO. Also wir sammeln quasi einfach alles, was verfügbar ist. Counter gleich Counter plus 1. Warum der Counter? Naja, damit wir hier eben durchzählen können. Wir könnten es auch eigentlich mit Enumerate machen, funktioniert genauso, aber das ist auch okay, denke ich mal. Weil wir hier eben mehrere Receiver haben können und ja, vielleicht ist nicht der erste Public Key unser Public Key, aber der zweite oder der dritte oder sowas, weil in einer Transaktion können mehrere Leute begünstigt werden, okay? So, und am Ende geben wir natürlich alle gefundenen UTXOs zurück, sodass wir das eben machen können. Gut, eine weitere kleine Hilfsfunktion, die wird später auch nochmal wichtig werden. Und ja, die ist wirklich sehr simpel eigentlich. Wir wollen uns den obersten Block, also get topmost Block, ausgeben lassen. Und das ist einfach nur quasi, damit wir das Ganze ein bisschen schneller sozusagen zur Hand haben. Return self.blocks. Von Länge von self.blocks minus 1. Und ja, ich weiß, manche Leute würden das nicht in eine eigene Funktion oder Methode auslagern. Ich tue es, weil ich es sinnvoll finde. Und dann das letzte, was wir hier noch haben, ist eben diese getJSON-Funktion. So, hier fangen wir natürlich mit allen Blöcken an. Wir wollen die Blöcke umwandeln. Und wir haben dazu in der Blockklasse auch eine passende Funktion, nämlich getDictionary. Achtung, nicht den Hashwert verwenden. Wir wollen auch die komplette Blockchain irgendwie speichern können oder sowas. Und wir sagen hier Blöcke, das heißt, wir iterieren durch alle Blöcke durch self.blocks. Ich muss mal ganz kurz was gucken, ob ihr mich überhaupt noch hört oder ob das irgendwie schon abgeschmiert ist, weil der Chat ist unfassbar ruhig. Das wundert mich ein bisschen. Ja doch, es passt. Es sind noch sogar Leute da. Wow. Herzlichen Glückwunsch an die über 50 Leute, die sogar jetzt noch zugucken. Also ich meine, die Methode hier war wirklich der Hammer ohne Ende. Das war echt anstrengend. Das gebe ich auch absolut offen und ehrlich zu. Und ich saß da lange dran, bis ich das fertig hatte. Keine Sorge. Okay, gut. Wir haben hier Blocks. Und wir wollen da natürlich, also das ist quasi die Blocksliste hier. Und die wollen wir hinzufügen, nämlich jeden einzelnen Block über das Dictionary. Get Dictionary. So.
Und am Ende, naja, wir wollen JSON rausgeben, also bauen wir uns JSON. Das heißt, wir sagen hier return JSON.dumps. Und da hat mich einer erwischt. Ja, ich meine natürlich immer mal wieder Pi. Oder Pi. Oder wie auch immer man es nennen möchte. Und was mache ich beruflich? Ich mache das hier beruflich. Also ich bin im Endeffekt Dozent, nicht nur hier auf YouTube, sondern auch an anderen Stellen. Aber ja, das mache ich tatsächlich beruflich. So, cool. Wunderbar. Ja, ihr seid insane, dass ihr jetzt echt noch dabei seid. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid wirklich gut. Ja? Ihr habt es echt drauf. Cool. Okay, unsere Blockchain ist fertig. Das ist die Blockchain-Klasse, meine Damen und Herren. Das ist die Blockchain-Klasse. Wollen wir sie zumachen? Ich finde es angemessen, wenn wir sie zumachen. Wir können Block zumachen, wir können Genesis. Können wir Genesis? Nee, Genesis können wir noch nicht zumachen. Wir brauchen noch den Public Key. Aber wir können die Blockchain-Klasse zumachen. Die ist durch, meine Damen und Herren. Die ist komplett durch. Cool. So. Ja, jetzt haben wir eine Blockchain, die neue Blöcke entgegennehmen kann, für die wir auch Transaktionen bauen können. Jetzt haben wir noch zwei kleine Brocken, die wir dann machen wollen. Und zwar einmal Mining wollen wir machen, damit wir neue Blöcke generieren können. Und wir wollen natürlich Transaktionen produzieren, okay? Das heißt, wir wollen noch, ja gut, wir wollen eigentlich noch 3 Dateien schreiben, aber die sind alle nicht so lang wie die, die wir schon haben. Okay, vielleicht die Mining-Klasse ist auch noch ein bisschen länger, aber, und das Wallet ist auch nicht gerade kurz. Aber gut, okay, wir wollen 2 längere und eine kurze Datei schreiben. Wir machen nochmal kurz Pause, 5 Minuten. Und das heißt, wir haben jetzt 19:29 Uhr, um 19:34 Uhr geht es weiter. Ich schreibe es gleich nochmal in den Chat rein. Bis gleich. Holt euch nochmal kurz was zu trinken. Es wird nochmal, naja, nicht ganz so anstrengend wie gerade eben, aber ja, ein bisschen Brainpause. Ja, wir hören uns. Bis gleich. Tschüss.
So, meine Freunde, willkommen zurück. Ihr seid immer noch unfassbar insane, dass ihr jetzt noch dabei seid. Und es freut mich wirklich sehr, dass ihr so ein Interesse daran habt. Auch wenn ihr teilweise Schwierigkeiten habt, das zu verstehen. Das verstehe ich durchaus. Und ja, wie gesagt, man braucht hier wirklich Vorkenntnisse sowohl im Kryptobereich als auch im Kryptowährungsbereich als auch im Python-Bereich. Und das verstehe ich vollkommen. Aber vielleicht, wenn ihr euch das Ganze nochmal anguckt, und ja, ich weiß, es ist viel Zeit, aber man kann wirklich viel, glaube ich, davon lernen. Ich versuche auch wirklich meinen Code immer zu erklären. Und ich denke, dadurch kann man schon echt einiges mitnehmen hier. Vor allem, wenn man wirklich seine Python-Kenntnisse von mittel bis fortgeschritten auf wirklich fortgeschritten oder sowas bringen möchte. Das hier könnte euch dabei helfen, hoffe ich mal. Und auch wenn ihr direkt anfangt mit Python, dann gut, dann werdet ihr erstmal natürlich erschlagen, weil ihr vieles nicht versteht, aber vielleicht so die Grundbegriffe. Aber ja, das ganze Video ist natürlich für euch auch auf YouTube verfügbar. Das heißt, ihr könnt euch das so oft reinziehen, wie ihr wollt. Wäre natürlich cool. Für mich auch. Wenn ihr es teilt auch oder so oder liken. Aber gut, machen wir weiter. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und zwar, wir wollen den Miner schreiben und wir wollen den Wallet schreiben. Oder das Wallet? Den Geldbeutel. Den Geldbeutel, den Wallet. Das hört sich komisch an. Okay, wir fangen an mit dem Wallet. Das heißt, wir coden uns die wallet.py. So, die Datei, achso, und der Code liegt natürlich am Ende dann auch für euch auf GitHub. Das packe ich dann in die Beschreibung des Videos rein. Das heißt, einfach danach nochmal kurz das Video anklicken, dann findet ihr den Code auch auf GitHub. Oder ansonsten findet ihr ihn auch, indem ihr einfach auf mein GitHub klickt und dann, ne? Okay, aber gut. So, wir brauchen hier eine Klasse Wallet. So, Wallet. Und diese Klasse Wallet, die braucht als allererstes mal eine Funktion. Und ich glaube, das ist so ziemlich die straightforwardste Klasse, die wir schreiben können. Denn das Tolle hierbei ist, wir wollen ein Wallet schreiben und das ist sozusagen auch das, was der Benutzer am Ende als interaktive oder als Schnittstelle sozusagen zu unserem ganzen Programm hat. Das heißt, der Benutzer greift auf die Klasse Wallet zu und der Wallet macht eigentlich alles andere für ihn. So, im Konstruktor, was machen wir da? Nun ja, wenn wir ein Wallet generieren, das ist quasi euer Geldbeutel, ja? Mit dem könnt ihr quasi sagen, hey, ich möchte gerne Geld überweisen an so und so oder ich möchte gucken, wie viel Geld ich habe oder so. Das ist alles das, was ich machen möchte. Und ja, was ich jetzt brauche ich hier, ist natürlich erstmal meinen Private Key. Also das heißt, ich brauche meine Key-Dateien. Das heißt, ich fange an mit okay, ja, danke für den Tipp, das mache ich definitiv mal wieder. Also, ich möchte hier anfangen und sagen, ja, Punkt. Wenn ich eine Datei schon habe mit meinem Schlüssel, dann soll natürlich mein Schlüssel nicht nochmal neu generiert werden, sondern ich möchte meinen Schlüssel verwenden. Ja, das mache ich, indem ich eine Datei anlege mit meinem Private Key drin und dann natürlich diesen Private Key auch lade. Das heißt self.privatekey und self.password ist gleich self.so. Und jetzt haben wir noch eine neue Funktion hier. Und zwar eine Funktion, die nennen wir einfach mal load from file. So, die wird uns am Ende einen Private Key und ein Passwort generieren. Und wir reden hier immer über das ganze Zeug in Strings. Ja? Also wir reden hier davon, wir wollen den Private Key und das Passwort als Strings haben und nicht irgendwas anderes. Und falls wir das noch nicht haben, dann müssen wir das natürlich neu generieren. Sprich, wir müssen sagen self.password. Naja, wie kriegen wir ein Passwort? Über Krypto. Über Krypto, scheinbar. Über Krypto habe ich gesagt. Und wir müssen erstmal hier noch ein paar Imports machen. Import OS müssen wir natürlich haben. Und Import Krypto brauchen wir hier speziell für den Wallet relativ heftig. So, Krypto hat eine Funktion, die nennt sich relativ simpel Generate Password, weil wir wollen ein Passwort haben. Und dann haben wir hier, ups, sorry, das war der Chat. Da wollte ich nicht tippen. Self.privatekey ist gleich Crypto.generate Private Pemstring wollen wir haben.
Und hier brauchen wir natürlich auch das Passwort wieder. Das heißt, wir sagen hier self.password packen wir hier rein. Weil das ist ja ein String. Hier kommen immer nur Strings raus und wir wollen auch hier immer nur mit Strings arbeiten. So, und dann wäre es ganz geil, wenn wir das Ding auch noch speichern würden. Das heißt self.save to file. Denn wir wollen ja beim nächsten Mal das Ding laden. Das ist sozusagen beim ersten Start wird dieser else-Block hier ausgeführt. Ansonsten wird dieser Teil hier oben ausgeführt. Okay? Und ja, dann brauchen wir eigentlich nur noch den Public Key. Naja, den Public Key, den speichern wir nie in der Datei, denn wir können den Public Key aus dem Private Key generieren. Ja? Und das machen wir, indem wir hier sagen self.public key, public key ist gleich, und jetzt bauen wir natürlich das Ganze wieder aus crypto.generate generate public PEM-String, das Ding hier. Und wir brauchen hier einmal den Private PEM-String, das ist selbstverständlich self.privateKey. Und wir brauchen das Passwort, das ist selbstverständlich self.password. In beiden Fällen, egal ob if oder else Block, haben wir jeweils das Passwort und den Private Key hier verwendet. So, das heißt, wir haben Passwort, Private Key, Public Key in unserem Wallet verfügbar. Alles überhaupt kein Problem. Super. Und ja, das Passwort wird hier in die Datei mit reingespeichert. Das ist nicht ganz sicher. Man müsste theoretisch die Datei noch mit verschlüsseln. Das dürft ihr auch gerne als Übung machen. Ja, das wäre eine super Übung eigentlich. Macht das mal. Das ist gut. Soll ich vielleicht... Ich glaube, ich editiere in die Beschreibung auch rein, was für Übungen ihr machen könnt. Okay? Das ist gar nicht so doof. So. Okay, dann haben wir hier noch eine weitere Funktion, die nennt sich Send Money. Himmels Willen. Send Money. Ich glaube, ich kann nicht mehr tippen. Wir müssen nach den zwei Dingen müssen wir echt aufhören. Ich werde auch schon langsam müde hier. Und ja, ich weiß, wir haben noch nicht mal 8 Uhr, aber sowas ist anstrengend, okay? So. Receiver Public Keys und also quasi an wen wir Geld überweisen wollen und wie viel Geld wir quasi überweisen wollen. Das ist hier drin. Dann sagen wir Money to Send ist gleich 0. Und also das ist quasi unser initialer Ausgang. Und danach wollen wir immer mehr haben. Das heißt, für jedes einzelne Mal Geld in unseren Messages drin. Und wie gesagt, das muss nicht unbedingt Geld sein. Das kann auch durchaus eine Chatnachricht oder sowas sein. Das ist ganz euch überlassen. Passt das Ding für euch an, so wie ihr das braucht. Das ist quasi der Trick hinter dem ganzen Ding. Okay? Okay, wir wollen unsere Money to Send in diesem Fall aber einfach erhöhen und diesen Wert M, den wir hier haben. Und dann bauen wir uns eine Transaktion. Diese sagen wir, bauen wir über Create Transaction. So, und naja, gut, wie baut man eine Transaktion? Nun, wir müssen erstmal sammeln, also das macht jetzt quasi unser Wallet für uns. Wir müssen sammeln, wie viel Geld wir eigentlich überhaupt zur Verfügung haben und ob wir das Ganze überhaupt senden können an Geld. Ja? Das heißt, wir brauchen hier self.get UTXOs. Wir müssen uns quasi alle UTXOs sammeln. Und zwar so lange, bis wir das Geld zurück haben oder quasi raus haben. Und danach müssen wir quasi sagen, hier Receiver Public Keys und Messages. Das ist das, was wir schicken wollen. Und wenn wir diese Transaktion gebaut haben, dann packen wir das Ganze in den Mempool. Das heißt Insert to Mempool. Jetzt, was ist der Mempool? Nun ja, der Mempool, den brauchen wir nachher beim Minen auch. Mempool ist quasi die zentrale Speicherstelle für Transaktionen, die noch in keinem Block drin sind. Aus der bedient sich dann der Miner und meint die Transaktion in einen Block rein. Okay? Und ja, das ist sozusagen das. Hui, habt ihr das gehört? Cool. Das heißt, jetzt haben wir nochmal einiges an Arbeit. Wir brauchen hier die Create Transactions, wir brauchen die Insert into Mempool und wir brauchen die Get UTXOs. So, die Get UTXOs ist ein kleines bisschen die komplizierteste Variante davon. Und wir müssen leider unsere Blockchain-Klasse nochmal ganz kurz aufmachen. Beziehungsweise nicht die Klasse, kleine Entwarnung hier. Wir brauchen eine Funktion, die uns die Blockchain sozusagen als Singleton zurückgibt, okay? Das heißt, wir bauen uns hier eine Variable, die nennt sich TheBlockchain und die setzen wir am Anfang auf None. Und wenn sich jetzt jemand diese Blockchain holt, also das Pattern nennt sich Singleton, okay? Davon habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört.
Aber ja, wenn sich jetzt jemand diese Blockchain über die Funktion getBlockchain holen möchte, dann bauen wir uns die Blockchain, Global the Blockchain. Wir bauen uns die Blockchain neu, falls sie noch nicht existiert. Also wenn die Blockchain leer ist, also nicht existiert, dann sagen wir, wir bauen uns dieses Ding, ist gleich Blockchain. Und ansonsten, wenn es halt nicht non ist, dann machen wir einfach nichts, sondern geben einfach nur the Blockchain zurück. Okay? So, jetzt sind wir hier tatsächlich durch. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir importieren from Blockchain, importieren wir einfach nur die getBlockchain-Methode. getBlockchain. So. Und ja, jetzt können wir hier, jetzt können wir hier die Funktion getUTXOs verwenden, ohne dass wir die komplette Blockchain oder dass wir wirklich sicher sein können, dass wir nur eine Blockchain haben, okay? Keine 5 oder 10 oder whatever. Gut. Was wir jetzt also hier machen, ist, wir brauchen die verschiedenen Methoden. Und zwar, wir fangen an mit der getUTXOs hier. Das heißt dev getUTXOs. Und da brauchen wir natürlich noch das Geld drin. Das heißt, ich nenne es einfach mal hier Money. So. Und ja, relativ simpel. Wir holen uns die Blockchain. Blockchain ist gleich getBlockchain. Und dann holen wir uns alle UTXOs über Blockchain.getUTXOs. Über natürlich unseren Public Key. Das heißt, wir müssen uns erstmal unseren Public Key nehmen. Self.public Key. So, da ist er. Und ja, das ist im Endeffekt, naja, wir müssen jetzt erstmal, also wir wollen sicherstellen, dass auch diese UTXOs wirklich als Liste zurückkommen. Ist Instance UTXOs und List. Und ja, jetzt gucken wir mal, was denn alles wirklich UTXOs sind, die wir auch wirklich verwenden können. Und das machen wir, indem wir hier valid UTXOs definieren. Valid UTXOs ist gleich eine leere Liste. So, und jetzt sagen wir, wir iterieren da einfach mal durch. Und zwar in den UTXOs, die wir von der Blockchain zurückbekommen haben. Das heißt, for i in UTXOs iterieren wir durch. Wir nehmen erstmal an, das sollte immer so sein, ist Instance i ist vom Typ UTXO. Also i ist quasi unsere Schleifenvariable, okay? Und wenn jetzt unser i, also getBlockchain, wenn das Ding jetzt eine gültige UTXO ist, das heißt isValid UTXO von i, wenn das der Fall ist, dann sagen wir, okay, das ist valid und das hängen wir jetzt hier hinten an, append von i. So, jetzt brauchen wir aber nicht alle UTXOs, okay, für dieses Geld hier. Wir haben vielleicht 5 Coins oder sowas, die wir schicken wollen. Vielleicht haben wir aber schon 100 Coins empfangen insgesamt. Das heißt, wir brauchen nicht alles. Ja? Wir brauchen nur eine gewisse Anzahl an Coins und das machen wir in needed UTXOs rein. Das ist erstmal eine Liste. Und diese Liste, Total Amount, ist gleich 0. So. Genau. Und jetzt können wir hier einfach sagen, for i in valid UTXOs. Wir gehen da einfach rein, bis wir genügend Geld aggregiert haben. Okay? Das heißt, wir iterieren da durch und hängen da einfach dran. Needed UTXOs.append. Habe ich mich vertippt? Ja. Okay, mal wieder. So. Und dann müssen wir hier if total amount größer gleich money. Halt, stopp, wir sollten davor vielleicht das Ganze aufsummieren, nicht wahr? Dann breaken wir da raus. Total amount ist gleich UTXOs, Quatsch, i. Sekunde. Na, natürlich wird mir wieder nicht vorgeschlagen. Wie hieß das Ding? UTXO Message.
So, okay. Und ja, ist gleich Total Amount plus i.message. So, jetzt stimmt das Ganze. Und wenn wir genug Geld zusammen haben, also das heißt quasi mehr als das, was wir hier beim Money drin haben, dann ist das alles okay so. Und wir können eigentlich, also wir breaken erstmal und dann können wir hier rausgehen. Das heißt, return needed UTXOs. Wieso UTX 0? Da kam gerade ein Kommentar. Wieso UTX 0? Das ist ein O. Das ist einfach UTXO. Wegen der Klasse UTXO hier drüben. Ne? Der hier. Okay. Gut. Dann gehen wir einfach mal weiter und wir haben dann im Endeffekt die ganzen Needed UTXOs. Problem ist jetzt, dass wir hier größer gleich dem Geld sind. Ihr erinnert euch, man muss genau drauf kommen, damit das auch funktioniert. So, das war diese Get UTXOs. Jetzt, nächster Schritt, wir wollen natürlich die Transaction generieren. Und das machen wir, indem wir hier schreiben create Transaction. Ja, Self ist schon dabei. Und sagen hier UTXOs und Receiver Public Keys und Messages. So, was wir jetzt hier bauen, ist zunächst einmal eine Unsigned Transaction. Das ist so der generelle die generelle Vorgehensweise bei unserem Skript. Ist gleich achso, ich sollte vielleicht erstmal Unsigned Transaction importieren. Ne? Und Transaction kann ich auch gleich importieren. From Transaction import Unsigned Transaction und Transaction, selbstverständlich. So, und wir bauen uns hier erstmal eine Unsigned Transaction. Unsigned Transaction. Mit den UTXOs gleich den UTXOs. Und mit dem Receiver Public Keys gleich den Receiver Public Keys. Und mit den Messages gleich den Messages. Okay? Dadurch können wir quasi sagen, okay, bau mir das mal alles zusammen. Das haben wir schon selber geschrieben und das macht im Endeffekt alles für uns. Und jetzt bauen wir... Habe ich mich vertippt? Unexpected Argument, was zur Hölle? Ah, ich habe es anders genannt, ne? Sekunde. Gehen wir mal kurz gucken. Ja, das hieß Messages. Whoops, sorry. Kommt vor. Messages. Okay. Gut. Und jetzt sagen wir hier, wir wollen die Transaktion. Ist gleich Transaction. So, und wie bauen wir jetzt aus einer Unsigned Transaction eine Signed Transaction? Nun ja, relativ simpel. UTXOs ist gleich UTXOs. Receiver Public Keys ist gleich Receiver PKs. Messages ist gleich Messages. Und ganz wichtig, letzter Punkt, die Signatur. Jetzt, wie kriegen wir die Signatur hin? Nun, eigentlich relativ simpel. Wir sagen hier einfach Signature ist gleich, und jetzt gehen wir auf diese Unsigned Transaction, deswegen haben wir die gebaut, und sagen Unsigned.sign. Ja? Unsigned.sign, das ist nochmal ein Funktionsaufruf. Wir brauchen erstmal den Private Key, das kriegen wir über self.privateKey. Und wir brauchen dann noch das Passwort, das kriegen wir über self.password. Und schon haben wir im Endeffekt alles drin, was wir brauchten und haben eine gültige Transaktion generiert, mit Unterschrift sogar von uns. So, das heißt, wir können einfach diese Transaktion zurückgeben. Cool. Ja, und das ist eigentlich auch schon das Ding hier. Jetzt packe ich hier mal ein bisschen Space dazwischen. Und sage hier, okay, insert to mempool. Und zwar die Transaktion. Und ja, eigentlich relativ simpel. Allerdings erst unmöglich, weil ja, wir haben das Ganze noch nicht. Wir müssen erstmal unseren Mempool noch schreiben. Das heißt, wir passen hier jetzt erstmal und schreiben uns ein To-Do hierher. Gut, und ich möchte eigentlich dahin. So, und das nächste ist, wir haben hier auch noch eine weitere Funktion, die wir noch nicht geschrieben haben. Die war, wo war denn die? Save to File, hier. Wir wollen natürlich, und Load from File haben wir auch noch. Wir wollen natürlich speichern und laden, eigentlich relativ simpel. Save to File, das sollte kein Problem sein. Das ist, glaube ich, Tutorial Nummer 16 in meiner Python-Playliste, was wir da machen. Das heißt, wir schreiben uns erstmal die Daten
Also Data ist gleich, und es kommt überhaupt nicht darauf an, was für Daten wir da haben. Das sollte kein Problem sein hier. Private Key. Und wir speichern uns selbstverständlich den Self.Private Key und das Password. Und das speichern wir uns als Self.Password. Okay? So, logisch eigentlich. Und diese Daten, die wollen wir jetzt da reinschreiben. Das heißt, wir sagen hier with open private key.json. Das muss dieselbe Datei sein wie hier oben übrigens. Das könnte man auch sehr gut in die Config auslagern. Das kann ich euch empfehlen. Könnt ihr auch als Übung machen. Okay, ich werde es nicht hinkriegen, euch alles, was ich sage, was sich als Übung eignet, dann auch wirklich in die Beschreibung zu packen. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, weil ich einige Sachen vergessen werde. Aber, hey, ihr könnt mir auch zugucken und dann einfach die Übung direkt machen, wenn ihr sie findet. Okay, json.dumps Data. So, das macht im Endeffekt genau das, was wir haben wollen. Wir nehmen unser Dictionary, formatieren das als JSON und schreiben das in die Datei rein. Wunderbar. Eigentlich sehr simpel, überhaupt kein Problem. Jetzt laden wir das Ganze natürlich wieder, falls es vorhanden ist. Load from File. Und wir gucken with open. So, und jetzt kopiere ich mir den Dateinamen hier. So, und zwar dieses Mal wollen wir natürlich lesen, nicht schreiben, als Input-File. Wir lesen die Daten aus, indem wir hier JSON.loads haben. Loads Input-File.read. Also wir wollen einfach nur alles lesen, ja. Nicht irgendwie an neue Zeile oder sowas trennen, nein, einfach nur alles lesen. Das ist keine Datei, die man als User irgendwie bearbeiten sollte, sondern einfach nur so lesen und fertig. Und was wir zurückgeben wollen, das haben wir hier oben schon definiert von Load from File. Erst den Private Key, dann das Passwort, kriegen wir raus, weil wir jetzt im Endeffekt hier wieder die kompletten Daten zur Verfügung haben, sprich Data von Private Key, Private Key, Key. Achtung, Groß- und Kleinschreibung ist wichtig in dem Fall. Und das zweite, was wir zurückgeben wollen, ist Data von Password. Wunderbar. So, und ja, das ist eigentlich auch schon unser Wallet. Eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Eine Sache haben wir jetzt hier natürlich noch nicht implementiert, das ist der Mempool. Und der Mempool, naja, den brauchen wir später auch, wenn wir Mining machen. Der Mempool wird auch nochmal ein Singleton, das heißt, wir bauen uns hier einen Mempool und es kann nur einen Mempool geben, das ist quasi die Regel hinten dran. So. Jetzt brauchen wir allerdings im Mempool selbstverständlich auch noch Transaktionen. From Transaction Import Transaction. The Mempool. Wie gesagt, Singleton. Das heißt, wir machen genau dasselbe wie bei der Blockchain. Wir schreiben uns einen Mempool, der auf None gesetzt wird. Und wenn wir dann den Mempool holen über getMempool, dann haben wir hier ein Global the Mempool, ach komm schon, verarsch mich jetzt nicht. The Mempool, und wenn the Mempool None ist, dann ist the Mempool gleich Mempool. Das wird eine Klasse, die wir gleich noch schreiben werden. Ansonsten geben wir einfach nur the Mempool zurück. So, jetzt zu der Klasse Mempool. Das ist quasi die Klasse, die alles beinhaltet, also die einfach nur haufenweise Transaktionen sammelt und die können wir dann einfach so zurückgeben und ja, fertig. Das ist eigentlich relativ simpel. Genau. Und wir haben hier Self.Transactions, setzen wir beim Initiieren auf eine leere Liste. Da sind einfach alle, alle Transaktionen drin, die wir irgendwie speichern wollen, die aber noch in keinem Block drin sind. Und ja, da kommt dann einfach das rein. Und wir nehmen uns Insert Transaction. So, und packen da eine neue Transaktion rein. Diese Transaktion muss selbstverständlich, oh nein, muss sie gar nicht. Ah nee, doch, sie muss. Ist Instance, Transaction. Warum muss sie vom Typ Transaktion sein? Es gibt ja auch Coinbase-Transaktionen und es gibt Unsigned Transactions. Coinbase-Transaktionen liegen nicht im Mempool, die werden von den Minern generiert. Und Unsigned Transactions dürfen in keinen Block rein, weil sie keine Signatur beinhalten. Also muss es vom Typ Transaction sein. Dann
asserten wir noch, dass die Transaktion valid ist valid und schon sind wir hier eigentlich fertig. Das heißt, wir können hier sagen self.transaction.append von x, von tx meine ich natürlich. So, das ist der Mempool, fertig, mehr brauchen wir nicht. Jetzt können wir hier im Wallet fertig machen und zwar können wir hier sagen, wir importieren from mempool import get mempool, ja. Und hier unten, insert to mempool ist jetzt relativ simpel, weil wir hier einfach nur den Mempool holen müssen, get mempool, und dort dann einfach die insert transaction Funktion auf dieser Transaktion aufrufen. Punkt, fertig. Jetzt haben wir den Wallet. Der Wallet macht alles für uns. Der Wallet kann Geld senden, der Wallet kann, I don't know, alles Mögliche senden, was er möchte. Und ja, wir sind eigentlich so weit, dass wir das letzte Stückchen fertig bauen, und zwar den Miner. Der Miner soll einfach aus unseren Mempool-Transaktionen neue Transaktionen bzw. neue Blöcke bauen und die in die Blockchain einfügen. Das heißt, der Miner, naja, der braucht natürlich auch verschiedene Dinge. Und das heißt, zunächst einmal brauchen wir im Miner an sich Transaktionen. Wer hätte es gedacht? Allerdings brauchen wir hier nicht nur Transactions, sondern wir brauchen auch Coinbase Transactions, okay? Außerdem werden wir mit Random arbeiten, weil wir, wie gesagt, das Brute forcen, aber wir brauchen keinen kryptografisch sicheren Zufall. In dem Fall reicht es einfach, wenn wir irgendwas ausprobieren. Und wir brauchen die Config wieder, wegen dem Mining Target. Ihr erinnert euch, das Mining Target gibt an, wie schwer sowas ist. Ja? Cool. Okay. So, und jetzt gehen wir an die Klasse Miner dran, also Class Miner. Diese Klasse Miner, die macht eigentlich nicht viel, außer die ganze Zeit zu minen. Wer hätte es gedacht? Das heißt, wir haben hier einen While True fast an. Allerdings brauchen wir noch eine Sache, nämlich den eigenen Public Key. Okay? Der eigene Public Key ist dazu nötig, weil wir natürlich Geld an uns überweisen wollen durch die Coinbase-Transaktion. Wir wollen natürlich rewarded werden, also wir wollen quasi belohnt werden dafür. Und ja, das heißt, wir setzen unseren Public Key auf unseren eigenen Public Key und dann machen wir eine Sache, die man sehr selten tut in der Programmierung. Wir sagen while true self.mine. Ja? Das heißt, man kann einfach die ganze Zeit einfach nur minen und fertig. So, jetzt haben wir noch eine Sache, und zwar die Check Against Mining Target. Die ist aktuell in der Blockchain drin. Allerdings habe ich mir die hier, so, die kopiere ich mir jetzt einfach mal raus. Und ja, man könnte die auch umlagern, aber wir werden die jetzt hier einfach so verwenden. Nein, das ist der Mempool, den will ich nicht. Wo ist denn mein Miner? Hier ist mein Miner. So, Check Against Target. Das ist ganz gut so, wie es ist. Das bleibt auch einfach so, das ist genau dasselbe. Und jetzt können wir hier schon die Mine-Funktion machen. Ja, die Mine-Funktion, wenn ich im richtigen Fenster wäre. Die Mine-Funktion ist relativ simpel. Wir nehmen Blöcke aus unserem Mempool und wir brute forcen den Hashwert von unserem Block, den wir hier generieren, sodass der Hashwert des Blockes kleiner ist als das, was unser Mining Target vorschreibt, okay? Das ist so im Endeffekt die Logik hinten dran. Das heißt, was wir als erstes mal brauchen, ist der oberste Block. Denn der oberste Block enthält selbstverständlich, achso, ja. Das ist übrigens der Grund, warum wir hier dieses Check Against Target haben, weil ich hier Blockchain importieren muss, also import, from Blockchain import get Blockchain. Und wenn ich hier get Blockchain importiere, dann kann ich diese Funktion, okay, die könnte ich eigentlich auch importieren. Egal. Okay, wir holen uns die Blockchain, get Blockchain, und wir holen uns den obersten Block. Hat schon jemand eine Idee, warum? Warum brauchen wir hier den obersten Block? Naja, ganz einfach eigentlich. Unsere Blöcke, ich mache mal kurz die Klasse Block auf, unsere Blöcke brauchen den Hashwert des vorigen Blockes. Das heißt, wenn wir einen neuen Block an der Spitze der Blockchain generieren wollen, was ist hier der Fehler? An der Spitze des Mempools, an der Spitze der Blockchain generieren wollen, dann müssen wir hier selbstverständlich den Hashwert überhaupt erstmal generieren von unserem obersten Block.
Und ja, da gehen wir einfach mal her und asserten, dass das Ding auch wirklich vom Typ Block ist. Topmost Block ist vom Typ Block. Das ist einfach so, damit wir das mal machen können. Und wir bauen uns unseren Hashwert des vorigen Blockes, indem wir hier topmost block.get Hash aufschreiben. Okay? So. Jetzt haben wir den Hashwert des vorigen Blockes. Was brauchen wir noch, damit wir einen Block bauen können? Naja, wir brauchen Transaktionen. Transactions ist gleich getMempool. Achso, ja, das sollte ich vielleicht auch noch importieren. Whoopsie. From mempool. Import getMempool. So. getMempool. Transactions. Also das sind quasi die ganzen Transaktionen, die da drin sind. Und jetzt iterieren wir da einfach mal durch. Okay? Das heißt, for i in Transactions. Also für alle Transaktionen nehmen wir erstmal an, dass das Ding vom Typ Transaction ist. Ist Instance Transaction. So. Oder aber, wobei, nee, eigentlich muss das keine Coinbase-Transaktion sein, ne? Das sollte so passen. Genau. Und wenn, if not, wenn diese Transaktion nicht valid ist, also wenn das Ding ist valid, warum wird mir das jetzt wieder nicht vorgeschlagen? Mann. Okay, wenn die nicht valid ist, dann entfernen wir sie einfach, ohne weiter rumzumeckern. Wir sagen einfach, ja gut, dann verzieh dich aus unserer Liste an Transaktionen und wir machen ohne dich weiter. So, das ist natürlich auch angreifbar ohne Ende. Wie gesagt, der Code ist definitiv nur eine Basis. Ja? Ihr müsst den definitiv noch erweitern. Das ist keine funktionsfähige Blockchain. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man das Ding hier kaputt kriegt. Okay? Und das ist auch eine super Übung. Könnt ihr gerne mal drüber nachdenken, wie kann man diesen Code hier kaputt kriegen. Ja, ist eigentlich ziemlich cool sogar. Okay, aber genau, dann haben wir alle Transaktionen, die gültig sind in unserer TXS-Liste. Dann bauen wir noch eine Coinbase-Transaktion für uns selber. Coinbase mit unserem Public Key, self.public Key. Und dann bauen wir txs.insert 0, Coinbase. So, damit wir quasi ganz vorne die Coinbase-Transaktion haben und ansonsten nirgends. So, und eine weitere Sache, die ihr gerne mal noch machen könnt, ist, ihr könnt hier in der Blockchain, wenn der Block eingefügt wird, bei Insert Block, hier ganz gerne noch überprüfen, ob nur die erste Transaktion wirklich eine Transaction ist und nicht mehr als die erste. Das ist zum Beispiel eins, wie man das Ganze hier kaputt kriegt. Ja? Man könnte einfach hier 100.000 Coinbase-Transaktionen reinbauen und das wäre aktuell in Ordnung. Aber das überlasse ich euch zum Fixen. Ich schreibe nur kurz hier eine Notiz rein. To do, check if only one Coinbase. So. Okay. Gut, wir fügen das Ding also ein in unsere Liste und dann bauen wir unseren Block. Und zwar bauen wir unseren Block, ja, wir müssen unseren Block brute forcen, meine Damen und Herren. Das bedeutet, wir haben hier auch wieder eine While-True-Schleife. Und zwar so lange, bis wir die gültigen Nonce gefunden haben, dass unser Block-Hash-Wert okay ist. Ja? Das heißt, wir bauen unseren Block als Block von dem Hash des vorigen Blockes, den Transaktionen und random.randint 0 und eine sehr große Zahl. Nehmen wir einfach mal sowas. Nehmen wir einfach mal das da. Ja? Python macht das super geil, weil Python einfach eine coole Sprache ist. In Python gibt es nicht wirklich eine größte Zahl oder sowas. Es gibt auch keinen Overflow. Python regelt das einfach intern von sich aus. Und ja, das ist eigentlich so ziemlich geil. Gut, dann dann errechnen wir uns unseren Block-Hash, block.getHash. Und ja, das ist natürlich CPU-Mining, das ist auf keiner Grafikkarte oder sonst irgendwas, das könnt ihr dann auch von mir aus gerne machen, wenn ihr das haben wollt. Aber ja, das ist definitiv nicht so effizient. Aber es funktioniert trotzdem. Also, genau. Es gibt andere Dinge, wo man dringender Code optimieren müsste, in diesem Fall hier. Okay, wir überprüfen,
ob der Hashwert des Blockes, nun ja, ob er klein genug ist, okay? Das heißt, je nachdem, was wir hier für einen Hashwert von dem Block generieren, haben wir das Mining-Target erreicht oder wir haben es nicht erreicht. Wenn wir es nicht erreicht haben, müssen wir weitermachen. Wenn wir es allerdings erreicht haben, dann haben wir einen neuen Block gefunden. Sprich, found new block, Coinbase und 4 Dollarzeichen, weil wir Geld kriegen. So, genau. Und dann packen wir das Ding oder wir versuchen es in die Blockchain einzutragen. Das heißt, wir sagen getBlockchain.insertBlock. Da wird natürlich nochmal alles überprüft. Block. Und dann sagen wir if success. If success. Dann wollen wir uns das ausgeben lassen, was wir gerade gefunden haben. Blockchain. Also die komplette Blockchain einfach mal ausgeben lassen. .getJSON. Das muss natürlich nicht sein. Und danach breaken wir hier raus. Also aus dieser While True Schleife. Dann, was passiert dann, wenn wir aus der While True rauskommen? Naja, wir gehen hier wieder in self.mine rein. Und ja, wir fangen wieder von vorne an. Okay? Das ist im Endeffekt unsere komplette Blockchain. Und jetzt haben wir es tatsächlich soweit fertig, würde ich mal so behaupten. Der einzige Punkt ist, naja, wir müssen hier noch den Genesis-Block einigermaßen generieren. Dazu brauchen wir einen Public Key und dazu brauchen wir hier erstmal, brauchen wir erstmal unsere Schlüssel. Das heißt, was ich jetzt hier mache, ist, ich baue mir einen Wallet und dieser Wallet, da schaue ich erstmal, was meine Keys sind eigentlich. Das heißt, ich muss mir hier erstmal meinen Public Key ausgeben. Und mein Private Key, naja, der wird mir automatisch generiert. Das heißt, ich kann hier sagen, print Wallet. Achso, halt, dazu sollte ich vielleicht Wallet importieren. Import Wallet. From Wallet meine ich natürlich. From Wallet. Import Wallet. So. Print Wallet. Muss ich irgendwas angeben? Nö, muss ich nicht. Punkt Public Key. So, einfach mal ausgeben lassen. Mal gucken, was passiert. Und wir haben eine Assertion. Die Assertion is always true, perhaps, bla bla bla. Name JSON is not defined. Wo hab ich vergessen, JSON zu importieren? Habe ich das hier vergessen? Ich habe hier vergessen, JSON zu importieren. Das tut mir sehr leid. Wahrscheinlich habe ich noch anderswo irgendwelche Imports vergessen. Es ist generell schlecht, wenn ich nicht sehe, dass ich JSON importiert habe. Aber ja, das... Achso, hier habe ich Block nicht importiert, ne? Ich glaube, hier habe ich Block nicht importiert. Okay, from Block Import Block, selbstverständlich. In Miner brauchen wir Blöcke. Wer hätte es gedacht? Wir haben Coinbase, wir haben Transaction, wir haben Blockchain, wir haben Mempool und wir haben die Config importiert und Random haben wir auch importiert. Das ist okay. Lasst mich kurz gucken, was brauchen wir? Mempool haben wir alles, Blockchain. So, okay, cool. Dann brauchen wir eigentlich nichts mehr. Achso, doch, ich habe JSON immer noch nicht importiert, ne? Doch, habe ich. So, und ja, jetzt kommen wir in Bredouillen rein. Warum denn das jetzt hier? Das sollte eigentlich nicht passieren. So, jetzt sehen wir, es geht ans Debuggen. Das heißt, es kann ein bisschen dauern. Und wir müssen mal kurz gucken, was da eigentlich gerade schief gegangen ist. JSON. Wir haben schon den Private Key. Nein, haben wir nicht. Der Key hat nicht geladen. Ach so, ja. Weil wir es letztes Mal ausgeführt haben, da ist was schief gegangen. Wir haben nichts gespeichert. Aber wir haben trotzdem die Datei erstellt. Dann ist es natürlich schief gegangen. So, jetzt hat es funktioniert. Wunderbar. Und das ist unser Public Key. Und ihr seht auch dieses Begin Public Key. Das ist das typische PEM-Format. Das kopieren wir jetzt und packen das in unseren Genesis-Block rein. So. Wunderbar. Und ja, jetzt haben wir hier den Private Key. Das ist der Begin Encrypted Private Key. Achso, ich sollte vielleicht nicht kleiner machen, sonst könnt ihr es nicht mehr lesen. Lasst uns einfach nochmal hier kurz den Private Key auch ausgeben. Und ja, ihr könnt dann meinen Private Key sehen. Wuhuhu. Aber ja, naja. Das ist, wie gesagt, in dem Fall jetzt nicht wirklich tragisch. Achso, ich sollte vielleicht mein Wallet dann wo reinspeichern. W ist gleich Wallet.
Und dann sagen wir w.public-key und wir sagen w.private-key. Und wir sagen, wir wollen auch noch print w.passwort sehen. Dann könnt ihr komplett alles entschlüsseln. Furchtbar, oder? So, also das ist das Passwort. Das ist der Encrypted Private Key. Wunderbar, viel Spaß damit. Und das ist der Public Key. Und dem gehören jetzt hier auf unserer Blockchain 50 Coins. Denn wir können auch mal unsere Blockchain ausgeben lassen. From Blockchain. Blockchain import get Blockchain. So, wir geben jetzt einfach mal aus print get Blockchain get JSON. Lasst uns das einfach mal so ausgeben. Hat das funktioniert? Das hat nicht funktioniert, ne? Schade. Habe ich getJSON vergessen zu implementieren? Nein, habe ich nicht. Okay. Exit Code 1 ist auch nicht unbedingt gut. Ist get Blockchain vielleicht none gewesen? Sollte das eigentlich nicht sein. Okay, probieren wir es mal kurz aus, was passiert, wenn wir get Blockchain ausgeben. Ne? Dann kriegen wir hier nämlich höchstwahrscheinlich ein Blockchain-Object raus. Ja gut, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Get JSON. Okay, und was gibst du mir dann aus? Gibst du mir wieder nichts aus, ne? Aber es gibt mir auch keine Exception aus. Das ist ungünstig. Okay, dann probieren wir das anders. Wir probieren das Ganze mit dem Wallet auszuführen. Und zwar wollen wir nämlich hier, was haben wir hier noch, was wir testen könnten? Wir wollen vielleicht eine Transaktion uns bauen. Mal gucken, wie wir das machen. Lass uns mal einfach 50 Coins an uns selber schicken. Das wäre doch mal was man machen könnte. Und zwar sagen wir einfach mal wallet.sendmoney, beziehungsweise lass uns das sogar ausgeben. Print wallet.sendmoney. Und zwar, naja, wohin wollen wir denn Money senden? Natürlich wieder an uns zurück. Das heißt wallet.public-key. Und wir wollen 50 Coins schicken. Anschließend wollen wir den ersten Block ausgeben. Get Blockchain.blocks von 0. Get dict. Und dann schauen wir mal weiter. So. Okay. Name UTXO ist noch. Ich habe vergessen, UTXO zu importieren. Ich bin ein kleiner Idiot manchmal. Module is not callable. Ja, weil ich doof bin. From UTXO import UTXO. Jetzt. Okay, das funktioniert immer noch nicht mit dem Ausgeben, weil wir irgendwie diese Blockchain nicht lesen können. Das ist schade. Können wir den Block lesen? Lass uns mal probieren, ob wir den Hash auslesen können. Das sollte eigentlich funktionieren. Nein, funktioniert auch nicht. Doof. Okay, also irgendwo steckt noch der Wurm drin, den ich jetzt gerade so schnell nicht finde. Aber im Grunde genommen ist das hier ein Skript, das grob funktionieren sollte. Ja, gut. Okay, ich suche da nochmal nach. Und alles sollte eigentlich soweit grob funktionieren. Wie gesagt, nur ich kann irgendwie hier gerade nicht die Blockchain lesen. Was ich wahrscheinlich noch rausfinden werde, relativ schnell jetzt. Aber ich möchte euch nicht warten lassen, wie gesagt, weil ich finde das immer nervig, wenn man dann warten muss oder sowas. Wir probieren noch eine andere Sache aus, und zwar wollen wir den Miner starten. Wir starten den Miner, indem wir... Achso, dazu muss ich den Miner importieren. From Miner import Miner. Und ja, dazu geben wir den own public key mit an, wallet.public key. So, und der Miner, der tut was, der funktioniert auch noch nicht, weil er, wie gesagt, hier auch wieder nicht auf die Blockchain zugreifen kann, weil dieses Get Blockchain irgendwie nicht funktioniert. Seltsam. Gut, dann machen wir noch mal ganz kurz Pause. Ich gucke da mal rein und vielleicht finde ich das jetzt gleich. Ansonsten
Ja, sprechen wir uns gleich nochmal. Bis gleich.
Okay, Leute, da sind wir wieder. Und zwar, ich habe hier ein bisschen rumprobiert. Ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe nur eine Sache vergessen, was mir der Debugger hier schön gezeigt hat. Und ich dachte mir, also ich bin definitiv nicht fertig geworden mit Debuggen in der kurzen Zeit jetzt. Aber es ist ein bisschen nervig für euch, wenn ihr jetzt die ganze Zeit hier warten müsst. Das war so mein Gedanke dahinter. Aber ja, wir machen mal hier ein bisschen weiter so einfach. Und irgendwie habe ich, glaube ich, bei YouTube ein paar Bugs drin. Aber hey, und nein, ihr habt nicht wirklich was verpasst. So, Sekunde, ich muss meine Fenster wieder in Ordnung bringen. Okay, was wir hier haben, ist folgendes. Wir haben, Sekunde, wir gehen hier mal rein und gucken uns mal an, was nicht bei dem passiert. Wobei doch, das können wir eigentlich auch machen. Nee, wir lassen das raus. Wir gucken, was hierbei passiert. Das ist, glaube ich, interessanter. Und, nein, Moment. Da wollte ich keinen Breakpoint. So. So. Und zwar UTXO ist wieder mal nicht defined. Ich weiß nicht, warum ich den Fehler jetzt bekommen habe, aber vorhin hatte ich ihn nicht. So. Das heißt, ich muss hier im Wallet natürlich noch UTXO importieren. From UTXO import UTXO. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal aus. Und dann sehen wir hier, Name Wallet is not defined. Was? Ja, weil ich es W genannt habe. Okay. Dann sehen wir offensichtlich, dass ich gerade einige Typos drin habe. So, I und Transaction selbstverständlich. Ups. Dann ist der Name Hashing nicht definiert gewesen. Das heißt, eigentlich einige Importfehler, wo ich einfach vergessen habe, was einzuimportieren. Import Hashing. Und ja, das muss man natürlich alles fixen. Das dauert alles. Ich habe doch definitiv JSON importiert. Seht ihr, jetzt bekomme ich die ganzen Fehler hier. Das ist eigentlich sehr angenehm. Natürlich funktioniert das nicht. Natürlich schmeißt mir das ein Error-Code. Aber ich habe keine Ahnung, warum es mir gerade eben die Fehler nicht richtig angezeigt hat. So, jetzt haben wir hier einen Assertion-Error beim Miner. Und das ist... Ja, was ist das? Richtig, klar, wobei... Transaction? Stimmt, ja klar. Wenn wir hier eine Transaction haben, dann kann das Ding auch eigentlich isInstance I vom Typ Coinbase sein. Und dann lassen wir das nochmal laufen. So, dann haben wir hier getDict is not defined. Also ihr seht, ich habe einige Rechtschreibfehler gemacht sozusagen, aber es sind so kleine Dinger hier, wo einfach mal passieren. So, und jetzt sehen wir hier, okay, das Ding läuft durch, kein besonderer Fehler, der rauskommt oder sowas. Und ja, jetzt haben wir hier den Miner quasi am Laufen. Wir haben auch hier tatsächlich Transaction Hashes drin, ja. Das heißt, wir haben hier den Hash vom Previous Block. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz in unsere Blockchain rein. Der erste Block, also der Hashwert des vorigen Blockes war dieses WG irgendwas. Das steht hier. Und der Hashwert des aktuellen Blockes, also von unserem Genesis-Block, das ist dieser Hashwert hier. So. Dann haben wir hier schon den zweiten Block gefunden. Ja, das ist schon der zweite Block. Der Hashwert des vorigen Blockes ist dieses da sind sogar zwei Transaktionen übrigens drin. Warum sind hier, machen wir gleich. Der Hashwert des vorigen Blockes ist dieses MCA irgendwas. Moment, das kann eigentlich nicht stimmen, oder? Nein, das kann eigentlich nicht stimmen. Da stimmt offensichtlich noch was nicht. Aber warum haben wir hier zwei Transaktionen drin? Naja, ganz einfach, wir haben eine Transaktion an uns selber geschickt sozusagen. Das heißt, wir senden hier einfach mal Geld an uns. Und die zweite Transaktion, das war übrigens diese Transaktion hier. Und die zweite Transaktion, das ist die Transaktion, die Geld generiert hat für denjenigen, der den Block gemeint hat, okay? Und ja, das ist im Endeffekt schon das. Und der Hashwert des vorigen Blockes, das ist der Hashwert des vorigen Blockes. Das da vorne, das hier, ich glaube, das sollte ich anders ausgeben. Egal. Das hier ist nicht der Hashwert des vorigen Blockes, sondern der Hashwert von den Transaktionen logischerweise. Also das hier sind quasi die Transaktionen. Beziehungsweise das ist die Coinbase-Transaktion, das ist der Hashwert der Coinbase-Transaktion, das ist der Hashwert, den wir hier generiert haben. Dadurch, also dieses WG irgendwas, dadurch, dass wir dieses jetzt liken, bla 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 drin haben, den finden wir auch hart gecodet hier wieder drin. Und dann kommen, wie gesagt, diese zwei Transaktionen, einmal Coinbase, einmal die 50 an uns selber.
Und anschließend haben wir hier den Hashwert des vorigen Blockes. Das ist eben der Hashwert vom ersten Block. Und wir sehen hier, die Nonce, die verwendet wurde, war relativ groß. Okay? Ja, und so funktioniert das eigentlich auch ganz gut soweit. Jetzt können wir eigentlich auch alles machen, was wir wollen. Wir können hier sogar sagen, wir wollen jetzt die Blockchain ausgeben, weil es wie gesagt einfach nur ein dämlicher Importfehler von mir war. Also print getBlockchain.getJSON, das sollte jetzt auch kein Problem mehr sein. Bam, da ist es und funktioniert auch wunderbarstens. Liegt einfach daran. Seht ihr hier? Das ist, bevor es angefangen hat zu minen, das ist unser erster Block. Und nach dem Minen, weil unser Miner ja anfängt hier den Block immer auszugeben, wenn er einen Block gefunden hat, dann wird hier das Ganze noch ausgegeben. So, ziemlich cool. Das heißt, wir haben hier eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben unsere eigene Blockchain gebaut. Wir können diese Blockchain jetzt auch grob benutzen. Also zumindest ganz grob gesagt. Wir können hier jetzt Transaktionen machen, wir können Geld hin und her senden, wir haben unseren Public Key, Private Key und wir haben eigentlich alles, was wir wollen. Wir haben sogar den Miner, der am Laufen ist, der läuft jetzt sogar gerade jetzt noch im Hintergrund weiter. Das heißt, ja, jetzt seid ihr an der Reihe. Jetzt wollen wir natürlich das ganze Ding noch mehr oder weniger deployen. Und das mache ich einfach mal über Git Kraken. So, wir sehen, hier sind einen ganzen Haufen Sachen dabei. Wir stagen einfach alles und sagen the basic blockchain. Und das committen wir und wir pushen. Und jetzt, wenn es fertig ist, findet ihr das Ganze. Wir sind fertig. Findet ihr das Ganze hier in github.the-morpheus407 Python Blockchain Blueprint. Wie gesagt, das ist keine, und ich habe auch den Private Key mitcommitted, aber das ist in diesem Fall überhaupt nicht relevant oder sowas, weil ich kann einfach den Private Key löschen und ich sollte vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen, oder? Okay. Ja gut, vielleicht sollte ich wirklich den Private Key nicht preisgeben. Mach weg. So. Okay, man kann ihn natürlich immer noch sehen. Man müsste jetzt den Private Key, ist das immer noch da? Gerade gedacht. Man kann jetzt natürlich immer noch den Private Key theoretisch nachgucken, aber man kann ihn wie gesagt auch einfach neu generieren, ist überhaupt kein Problem. Es geht eher darum, dass ihr jetzt wisst, wie man mit so einer Blockchain umgehen kann. Und ja, ich glaube, ihr habt recht viel, was ihr hier machen könnt. Ja, Keyboard Interrupt, das war ich sogar. Ihr habt recht viel, was man damit machen kann. Ihr könnt das ganze Ding erweitern. Was noch komplett fehlt, ist das Netzwerk. Was natürlich eine Blockchain ausmacht, ist, wenn ihr das Ganze übers Netzwerk deployt sozusagen. Das heißt, die Blockchain wird einfach an alle Knoten gleichermaßen verteilt. Dazu müsst ihr eine Socket-Verbindung aufbauen. Diese Socket-Verbindung muss dann irgendwie die Blöcke hin und her austauschen. Wenn jemand einen neuen Block gefunden hat, dann muss der natürlich bei dem anderen auch landen. Genauso mit den Transaktionen. Also im Endeffekt müsst ihr Blöcke austauschen, die auf der Blockchain gefunden werden, sprich das, was gemeint wird. Also der Miner muss was austauschen und genauso müssen eben diese Transaktionen, die ihr hier generiert, ausgetauscht werden, okay? Und ja, dazu könnt ihr gerne einfach mal die Networking-Klasse selber schreiben. Das sollte eigentlich kein großes Problem mehr sein. Das ist die beste Übung, die man jetzt hier an der Stelle noch erwähnen kann. Und ja, da würde ich euch einfach ganz viel Spaß wünschen. Und es hat mich sehr gefreut, dass so viele dabei waren. Jetzt gegen Ende wurde es echt nochmal verdammt viel. Also ich weiß nicht, was da los war. Ich bin mir nicht sicher, ob mein YouTube ein bisschen rumgespackt hat. Aber mir hat es meistens nur so 50 Leute oder sowas angezeigt. Jetzt gerade auch wieder nur 50 Leute und dann steigt es hier auf über 200 hoch. Ich bin mir nicht sicher, was das alles ist. Aber ja, Video ist natürlich für euch immer noch verfügbar. Ich editiere natürlich auch den Link hier. Und ja, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.